Mit wir meine ich mich. So. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen Order 13. Warum ist denn das jetzt rote Schrift? Das war doch immer weiße Schrift. Ich habe keine Ahnung. Ein Spiel, was ich nicht spielen will, weil es wahrscheinlich alles vereint, was ich nicht mag. Schleichen, Verstecken, Zeitdruck. Third Person? First Person kriege ich gerade hier aus dem Publikum gesagt. Nun ja, die Sache ist die, ich habe es vorgeschlagen gekriegt von einer holden Maid, die sagte, du musst das spielen. Stellt sich raus, sie hatte selbst zu viel Schiss, das zu spielen. Und deshalb muss ich das jetzt spielen. So, fangen wir mal an. Wir bauen uns eine Katze. Die sieht schon recht gut aus. Die sieht aus wie meine Katze, die da heißt Katze. Aber mal gucken, was man sonst noch so... Ui. Okay, das ist eine Katze und das ist ein Kater, oder wie? Ich will keinen Kater. Okay. Nee, das ist nix, sonst werde ich gebannt auf YouTube, wenn ich da nackte Muschis zeige, quasi. Aha. Moment. Kann man die Katze nicht drehen oder so? Ja, kann man halt nicht. Gibt's da keine graue mit Streifen? Das heißt, jetzt haben sie eine verkratzte Nase, ja, so, das geht schon die Richtung. Also, ich kann ja ein bisschen was erklären. Ich habe einen Tag bisher gespielt, hallo. Und ja, man muss wohl Bestellungen machen und das in einem Lagerraum holen. Und ich habe gesehen, bei der werten Freundin, dass da wohl auch Monster rumrennen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer schlägt denn so einen Schrott vor? Ja, das frage ich mich auch, sehr geehrte Anja. Mein ja nur. Aussehen der Katze sind wir immer noch. Ja, hatten wir das nicht schon? Okay, das ist Katze. Ja, aber ich hätte gern Kami. Das ist eine... Also das sieht schon sehr nach... Also pass auf. Das ist meine eine Katze, die da heißt Katze. Und das da, nur in dünner und nicht Kater, ist Kami, meine andere Katze. Das Problem ist, ich hätte die... gibt's nicht dünner. Okay, dann muss wohl Katze sein. So, nehmen wir halt die. Und der Name nehmen wir auch nicht Heinrich, sondern... Klohocker. Keine Ahnung. Ah, nee. Also nicht... Also, ja, okay, das ist... Der Name ist zweideutig. Das ist keiner, der auf dem Klo hockt, sondern das ist ein Hocker, ein Höckerchen, den man vom Klo stehen hat, damit man... Okay. Katzenname Friederik. Friederiki ist ja ein Mädel. Ist definitiv ein Mädel. Ich mag keine männlichen Katzen. Also ich hatte noch nie eine männliche Katze. Ich stelle mir das halt doof vor, weil meine Katze kommt öfters und legt sich bei mir da an den Hals. Und ich finde diese Idee, Klöten hinten im Nacken zu spüren, irgendwie seltsam. No Kink-Shaming oder so, aber ich finde das seltsam. So, wir starten mal ein neues Spiel. Ich habe natürlich einen Controller. Ich habe natürlich einen Controller und mir die Steuerung auf Controller gemacht. Zum Schaffen des Tagespensum 75 €. Kriegen wir hin. Hoffe ich doch. Okay. Also, ich weiß nicht, wie das hier ist, ob hier die Zeit abläuft. Was ist denn das hier? Funkgerät? Ernst, wir haben ein Funkgerät? Das ist gute Musik. Wir haben hier ein Funkgerät. Okay, ich habe einen Tag schon fertig gespielt. Ich kann ja mal kurz erklären, wie es funktioniert. Also wir brauchen eine Katze. Da ist eine Katze. Klöterich? Ne, wie hieße? Friederiki. Hätte ich ihn besser Klöterich genannt. Okay. Wenn man sie streichelt, macht sie Miau. Ist wie im echten Leben, nur dass, wenn man unsere Katze streichelt, dass sie beißt. Was ist denn das hier? Keine Ahnung, aber es gab mal... aber es gab ein Achievement. Was ist das? Ist das so ein F-Zero? Fast Racing Neo? Wipeout? Okay, wenn er das meint. Gut.
Ja, pass auf. Also folgendes. Man gehe hier hin. Also man meldet sich erstmal an. So. Man drucke eine Bestellung. Man nehme diese Bestellung und babse dahin. Und dann merke man sich WH M1, also ich glaube WH steht glaube ich für Warenhaus oder so, bin mir nicht sicher. M1 für M11. Und auch noch wichtig ist dieses gelbe Dingens da. 1, 2, 3, also 4, 5. Ach Quatsch, das ist ein Tetris Z. So. M1, 1. So, jetzt gehen wir ins Lagerhaus. Das ist da draußen. Ich habe es schon vergessen. M11 war es, glaube ich. So. Ich hoffe, dass es nicht zu dunkel ist. Ich habe da viel mit rumprobiert. M11. So. Und das war ein Tetris-Z, habe ich gesagt. So, alles klar. Dann schnappe man sich so ein wunderschönes 80er-Radio. So eins hatte ich übrigens auch. Das war richtig gut. So, trage das da schön rein. Jetzt wird es ein bisschen seltsam. Nein, nicht, dass ich es da nicht hinkriege, sondern so, dass man erst das Ding hinlegt, dann eine Schachtel draufstellt und zack ist es drin. Dann haut man da ein bisschen Verpackungsmaterial rein. Noch ein bisschen. Deckel zu. So, ich brauche Paketband, das ist daneben. Alles klar. Zip. Einmal Label drauf. Alles klar. Weiter geht's und ab dafür. Bam, $23 gut gemacht. So, ja, ist doch ein easy Spiel. Dachte ich mir so. Denke ich mir eigentlich immer noch. So, also. K1, 4 und das ist ein L. So, K1. Ist das nicht ein Berg? Ne, das ist K2, glaube ich. K1. 4? Geht nicht. Okay. Da auch nicht. Ist das nicht vorhin auch noch gegangen? So. Ah, hier. Kann ich durchgehen. K1, L4 war das. Hier. Was war das wieder? Ich glaube ein L. Na komm. Also muss ich näher dran gehen. Hallo? Ah, ne. L? K. Da. Ich war falsch. Das war irgendwie so ein L oder so, glaube ich. Ja, das ist locker. Was gibt's denn hier? Ein Fass? Hä? Ach, das da. Was ist denn das? Wow, eine Kiste. Ja, es könnte eventuell ein Tower sein für einen PC. Es könnte aber auch das Ganze nicht sein. Ja. Und vor dem da hat sich das werte Anjalein gegruselt. Hey, hallo? Wie kriege ich denn das Tor? Hä? Will mich jetzt veräppeln oder was? Okay. So, siehste. Weiß ich mir noch nicht, was das ist. Ganz im Ernst, was soll das sein? Ist mir auch egal. Es muss da rein. Das ist vielleicht so ein Uraltradio. Hey, komm her. So, dahin. Paketband drauf. Na, also. Easy peasy. Braucht man sich nicht in die Hose schießen. Ich sag's doch hier. Da muss ein richtiger Mann kommen, um dieses Spiel zu spielen. Okay. Hätten wir das auch. Wo kommt denn eigentlich der Zettel dahin, den ich da hinhänge? Achso, da muss ich irgendwie hin. Ich meine, ich hänge die da auf, aber jedes Mal sind sie, oder werden sie da reingezogen, kann auch sein. H11 und es ist ein S, ein Tetris S. H11 hört sich doch gut an. Beachten sollte man, unten links im Eck ist so eine Katzenlaunenanzeige. Wenn die auf 0 fällt, stirbt sie. Ich hab vergessen. Mann ey. H11. So, KL, ich glaube H ist da hinten, oder? So, da. H1, 1. Und das war so ein S. Und Monitor. Flachbild, jawohl. Easy, komm, wir können auch rennen. Irgendwie nicht so wirklich, aber egal. So, Schachtel drauf, jawohl. Dreimal auf den Knopf gedrückt. Deckel zu.
War das 3-mal? Ja, schon irgendwie. Deckel zu. Und weiter geht's. Dann machen wir hier so ein Pflaster da drauf. Kleben das zu. So, komm her. Ab geht die Reise. Yeah. Dann machen wir gerade noch was. Ah, hopp. Moment. Haha, ich bin so schnell. Ich bin so schnell. Ich krieg das nicht hin. Ich will immer auf das Maschinchen draufdrücken. Natürlich will ich auf das Maschinchen. So, jetzt wird's aber kompliziert hier. 1, 3, 5, 6. In Terminator 1, dritter Teil. Ich kann mir doch keine Zahlen merken. Lautsprecher. Ach so, das war ein Lautsprecher eben. So, 1, 3, 5, 6 und 1, 3. Also, das sind ja dieselben Türe. Also, was für Buchstabe war es? T, Terminator. Ja, das Problem ist an der ganzen Sache, ich weiß nicht, wie das ABC funktioniert. Ich kann mir keine Zahlen merken, ich kann mir keine Buchstaben merken. Und wenn ich... Hä? E? Ach, N. O. Q. R. Jetzt wird es aber dunkel hier. T. Ach. Muss ich da jetzt irgendwie da durchkriechen oder so? Da. So. Es war Terminator 1, 3, soweit ich mich erinnere. Und es war 1, 3, 5, 6. Das Ding ist, ich kann mir keine Zahlen merken und wenn ich dabei dann noch labern muss, dann klappt gar nichts mehr. Was ich halt mache, ich merke mir Formen. Oder Eselsbrücken. So wie, ja, Terminator 1, der dritte Teil. Keine Ahnung. So. Hucke. Und deshalb rennen wir jetzt hier noch ein bisschen hin. Also ich kann nicht mehr rennen. Ja, meine Ausdauer ist quasi, das ist sehr realistisch. Die ist ungefähr auf dem Level wie meine Ausdauer. Plopp. Schachtel. Na komm her, Schachtel. Achso, das ist falscher Knopf. 1, 2, 3. Kann man eigentlich auch eine leere Schachtel verschicken? Das wäre irre witzig. Also wenn es gehen würde und ja, wenn dann jemand eine leere Schachtel kriegt. Dann beweis mal, dass die Schachtel leer war. Alles klar, Pensum erreicht. Katze sagt 123 kriege ich hin. So, ich kann dir ja in den Chat schreiben, den ignorierst du aber. Das ist richtig. Aber ja, könntest du machen, ist eine gute Idee. Ich habe schon wieder auf das falsche Ding gedrückt. So. Hä? Ja, ja. E1, 2. Und das ist 1, 2, 3 und dann in unten Mitte. E2, 1, 2, 3. Nee, 1, 3, 4. Da, 1, 3, 4. Pass auf. Okay, Formen merken. So. Emil 2. Emil 2 dürfte nach Adam Riese da sein. Adam Riese war eine Rechenmaschine, keine Buchstabiermaschine, aber egal. A, B, C, D. Ah, E. E. 2. Okay, und die Form war irgendwie sowas und so. Ich glaube da. Ha! Schoko! Hier gibt's Schokowürste. Ah, ne. Enthält Eier. Okay. Naja, Eier aus der Schokoladenfabrik. So. Ich gehe übrigens extra nicht auf diese Palette da ein. Weil wenn ihr das nämlich ignoriert, und dann ist alles gut. Alter Indianer-Trick. So. Man muss einfach nur Arbeit lang genug ignorieren, dann geht sie von alleine weg. Das ist Prokrastination für Fortgeschrittene. So. Hufpappe. Hufpappe. Wegschieße. Was sagt meine Katze? Meine Katze sagt, 80 Laune hat sie. Soll man noch einen probieren? Hi. Hallo Klöterich. Ah, die heißt gar nicht Klöterich. Ist egal. Friederiki ist nordvogesisch und heißt Klöterich. Weiß jeder, ist bekannt. Aha. So. D1, das ist relativ nah. Und das ist oben rechts das Eck und dann links noch eins. D1, der Detlef 1-1, oder? Ich hab's jetzt schon vergessen. Das ist Wahnsinn. So, Detlef 1-1.
Na, kommst du her. Aha. Junge, Junge, hab ich sie Magen. D11, das Eck und dann unten noch eins, ungefähr so. Ah, eine Eisenbahn. Junge. Okay, das war jetzt, also ich habe so viel, vielleicht habe ich so ein klein wenig gerade, wo sich mir die Nackenhaare gestellt haben, aber nur vielleicht. So, wie ist das eigentlich? Habe ich hier unendlich Zeit? Also hier geht ja die Laune der Katze nicht runter. Aber hier wiederum ist eine Uhr. Moment, ich muss die Box fertig machen und dann... Habe ich das gerade richtig gesehen? Ich habe um 18 Uhr... Ne? Ich habe um 18 Uhr angefangen. Kommst du her? Ich habe um 18 Uhr angefangen. Jetzt ist 18:45 Uhr und ich bin schon fertig. Ich habe schon Feierabend. Das ist ja wie im richtigen Leben. Wer schnell schafft, geht schnell heim. Ihr Leid. Wenn's geschafft, ich kann jetzt ins Bett, werde ich jetzt auch machen. Wobei, ich habe eben nur 30 verbraucht. Ich guck mal auf den neuen Zettel. Vielleicht ist es ja wieder so was Billiges. X1, nee, da gehe ich nicht hin. Das ist mir zu weit. So, guck mal, da ist ein Foto. Oh. Was mache ich denn damit? Kann man das an die Tür bappe? Nee, die kann man benutzen. Bin ich erschrocken, aber was soll denn das? Was mache ich jetzt mit dem Foto? Kann ich das da reinschmeißen? Kann ich das überhaupt schmeißen? Nee, kann ich gar nichts machen. Kann ich das der Katze an die Stirn tackern? Das wäre irre witzig. Wo ist die Katze? Komm her, Katze. Ah, da ist sie doch. Weißt du, wenn ich der... Einfach ein Foto von sich an die Stirn... Geh damit schlafen? Ja, aber ich habe doch schon die Katze im Bett. Was brauche ich denn da noch ein Foto? Ja, okay. Ich gehe mit dem Foto schlafen. Ich glaube, hier geht schlafen, Feierabend machen. So. Mensch. So. Vielen Dank fürs Zugucken. Das war das ganze Spiel. Und vor dem hat sich die gute Anja so gefürchtet, dass sie nicht mehr weiterspielen wollte. Tja, schade war's. Tschüss. Ja, nee, vielleicht machen wir auch einen zweiten Tag so. 85 muss ich schaffen. Übrigens... Das finde ich jetzt nicht cool. Jetzt habe ich immer noch dieses blöde Bild in der Hand. Was mache ich denn jetzt damit? Außerdem würde ich gerne diese Speckfüllmusik da weg haben. Ja, das ist cool. Das hört sich an wie die Doors. Get your hand on the wheels and your eyes upon the road. Ne, umgekehrt. Irgendwie. Ja, ihr wisst, was ich meine. Wer es nicht weiß, hat keinen Musikgeschmack. So, was ist denn mit dem da? Kriege ich da... Warte mal. Alter, kann man das nicht weglegen? Oh. Nein, das ist nicht wirklich weggelegt. Das ist irgendwie in die Tasche gesteckt. Egal. Es gibt hier einen Shop. Und ich habe ja jetzt Geld. Ich habe 167. Dafür kann ich mir kaufen... eine Taschenlampe. Okay. Und ein Scanner lässt mich ein Ticket scannen? Wieso brauche ich einen Scanner? Ich habe doch hier einen Drucker. Hängst zurück. Das Foto? Wo hat denn das gehunkt? Da, gell? Passt da nicht hin? Da, glaube ich. Da geht nicht. Das geht nicht hier. Ist eine gute Frage. Wo hat das denn gehängt? Aber man kann es auf jeden Fall nicht... Ah, da vielleicht. Nee. Bin da eigentlich. Pensum schaffen und ab ins Bett. Ich hasse diesen Shop. Ach. Kram verpacken, scheiß auf die Lagerhalle. Halt die Katze bei Laune, das ist immer gut. Lass den Miesepeter nicht zu lange allein, sonst setzt was. Okay, okay. Mit Futter und Spielzeug klappt's. Was? Dass er nicht so lange alleine ist? Okay. Da ist ein Kuli. Das Essen, das ist eine Tastatur. Kann ich hier irgendwas machen? Außer das Poster andrücken. Da ist ein, ich glaube, das ist ein Kerzenhalter oder so. Das ist so ein ganz lustiger Kerzenhalter. Da macht man oben die Kerze rein und vorne das Feuerzeug oder andersrum. Weiß jeder.
So, was ist denn das da? Kill Chester, ja genau. Starre. Do not waste the precious sticky notes. Yes. So, hier. Der Scanner hilft meinem Hirn. Jessie, sag im Chat lesen oder unter den Bildschirm hängen. Was soll ich unter den Bildschirm hängen? Das Foto. Was für ein Foto? Ach, das! Wo ist denn da ein Bildschirm? Ach, der, warte mal. Ernsthaft? Das geht nicht. Wie soll ich denn das da hinhängen? Ach so, unter den Bildschirm. Da ist ja noch einer. Da? Ne, da geht auch nicht. Jetzt habe ich das Spiel wieder gestartet. Das geht nicht. Monitor benutzen. Ja, mache ich doch. Das geht nicht. Da siehste. Ihr seid Lügenbolde, alle zwei. So, tja, Pech gehabt. Das habe ich jetzt halt eine Uhr, ein Bild. Wo wir gerade bei Uhr sind. Es ist schon 18:51 Uhr und ich habe noch nichts geschafft. So, was gibt's denn hier? Ein Scanner. Okay, ich will erstmal gucken, was es gibt. Ein Rucksack. Was macht der Rucksack? Einen zusätzlichen Gegenstand. Okay. Ein Werkzeuggürtel lässt sich Taschenlampe und Scanner gleichzeitig tragen. Ist ja unglaublich hier. Das Ding unter dem Bildschirm, an dem ich jetzt... ja, ich habe das Game kaputt gemacht. Ihr seid alle doof. So. Laufschuhe verlängert meine Ausdauer. Das ist cool. Ein Tickethalter lässt sich 3 Tickets aufhängen und ein Tickethalter lässt mich 5 Tickets aufhängen. Und Schlüsselkarten brauche ich doch noch gar nicht, oder? Also ich brauche zuallererst mal... Keine Ahnung. Ich will Laufschuhe. Ich will ja schnell meine Arbeit erledigen. Wie kann ich das machen? Ach, da. Oh, das ging schnell. Ich dachte, das kommt erst morgen. Was ist drin? Ein Schuh! Jawohl! Jetzt bin ich halb so schnell wie vorher. Lass mal gucken. Hat sich da jetzt was verändert? Oh, oh, oh! Ich sehe gerade, beim Rückwärtsrennen verbrauche ich keine Ausdauer. Ich weiß halt nicht, ob ich da dann schnell bin. So, auf jeden Fall, jetzt wird was... Ach, guck mal, das ist der Zettel von gestern. So, warte mal. Habe ich noch Geld? 17 $? Nö. So, also. X1 kann ich mir merken. Und dann die 5. Und das ist wieder ein L. Eigentlich ein J in dem Fall. Also X5. X5. Oh, cool. Fällt mir eben gerade auf. Da steht schon eine Schachtel. Habe ich die selbst hingestellt? Okay, egal. X1. Jetzt wird gerannt. Gucke. Was haben wir hier eigentlich? W. V. W. T. W. T. Das ist doch ganz falsch. W. W. X1. Was ist denn das hier für eine Kacke? X15 war es, soweit ich mich erinnere. Wo ist denn da die Nummer? Hä? X2? Achso, ich bin auf der falschen Seite. Mann. Mega Spiel. So, jetzt da aufpassen. Zack, ein schönes J gemacht. Es gibt wieder ein Dingens. Sag mal, da kommt man doch irgendwo unten drunter durchgehen. Oder hätte ich auch da durchgehen können? Keine Ahnung, ich renne mal noch ein bisschen. Weil ich will ja ein bisschen Pensum schaffen. Oh, man kann wirklich deutlich länger rennen, finde ich. So. Also. Easy peasy. Zap zarap. 1, 2, 3. 4, 6. Oder umgekehrt, bin mir nicht ganz sicher. Das Klebeband. Einmal Klebeband. Ja. Das muss man schon können. Ich kann es nicht. Dann das da. Da drauf. Na, komm her. Und ab mit dir. So. Wo ist denn eigentlich meine Kitty? Und warum hat die jetzt schon nur 70 Dingense? Oh. Ich habe sie vergessen zu streicheln und dann kriegt sie Dingense dazu.
Ja, das ist ja gut zu wissen. Was sagt eigentlich die Uhr? 1855. Das ist ja... Ey, das stimmt ja wirklich. Das ist die Realtime-Uhr. Yeses. Ich dachte, das wäre so eine Dingensuhr. So, S2. Das kenne ich von Evangelion, die S2-Maschine. Und das ist wiederum ein L, aber auf dem Kopf. So, gut. 2-1. S. Warte mal. S2? Das war vorher nicht. Okay, S2-1. Das ist wie Nimm 2, nur S2. Und wenn man eine 2 genimmt hat, muss man sie auch essen. KLMNOPQRS ist natürlich da drüben. S. Das ist ein T. Ah, da. S. S1. Macht denn da so blöde Geräusche? Du, da ist wer. Anja, ich sehe dich. Den habe ich mir gestern überlegt. Also, ich behaupte, S21 war es, gell? Steht doch mal auf. Und das war, ich glaube, so. Shit. Ich war doch schon unten drunter, du Affe! Was soll ich denn machen? Kann ich da weggehen? Ah, okay. Nee, kann ich nicht. Neu starten, Tag 2. Das ist ja praktisch. Ich dachte, ich werde jetzt in Tag 1 geworfen oder so. So. Gar nicht wahr, sieht viel besser aus wie ich. So, also. Hä, Moment, wieso ist das Tag 1? Da stand... Ach so. Ah, okay, alles klar. Nee. So. Ach, guck mal, da hängt ein Foto. Das kann ich nehmen. Soll ich mal das Foto? Ich nehme das Foto nie wieder. Achso, das speichert pro Tag. Also ich finde... Also wie man gerade festgestellt hat, ist es nicht schlecht, wenn man so einen Scanner hätte. Ah, das schaffe ich auch ohne. Bin doch kein Mädchen. Ich hole mir wieder die Laufschuhe. So, komm her. Der Oberaufreißer. So, ist es diesmal vielleicht der rechte Laufschuh statt der linke? Katze streicheln. Miau. Siehste? Also. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich wieder X krieg. Nee. Na, kommst du her? Ja, du Affezippel. W2, das ist ja ganz hinten. W2, dritter Ding, W2, achso, ja, ich muss auch das Dingens merken. Yes, das schnell. Unten rechts das Eck und die 2. Also die 2 und die 2 und W2, 3. Da kommt, dann machen wir gleich da eine Schachtel wieder hin, kann immer gut sein. Wie war es wieder? W2 und die 3. Und unten rechts das Eck und oben. So. P, Q, R, S, T, U, V, W. W2, die 3. Ist das Vieh jetzt eigentlich weg oder ist es noch da? W2, die 3 war's. So, und dann war das unten rechts das Eck. Ah, gut. Okay. Ja, sag mal, wieso komme ich denn da nirgends raus? Kann ich vor dem Vieh wegrennen? Oder ist das... Oder muss ich mich da versteckele? Wäre meine Frage. Was ich jetzt gerade festgestellt habe, ist zumindest mal, wenn ich in dem Eintippmenü bin... Habe ich jetzt wirklich eine Schachtel? In der Schachtel, ja. Wenn ich in dem Eintippmenü bin...
Da kann's mich fassen. So. Mal her. Dahin. Da rüberziehen. Da draufdrücken. Ich mach mal das Etikett daneben dran. Aber wegen Variation, weißt du? Zack. So. Wo ist mein Katzilein? Ach, es geht nur einmal streicheln am Tag. Also wo es sich dann freut oder so. Dann machen wir einen Ohrrausch. Moment. So. Ja, ist ja gut. Also. Ja, N2. Das ist wieder Evangelion. Die N2-Bombe. Aber die Nummer 6. Und diesmal ist es wieder ein J. Ein liegendes J beginnend bei 1. Also N2-Bombe und dann die 6. Okay. KLMN. Das ist schon mal nicht gut. Ach komm, verarsch mich doch nicht. Geh ich halt da drüben rein, ist mir doch egal. Was? Ach komm! Ernsthaft jetzt? Was ist denn das für eine blöde, kackige Lagerhalle? Wo bin ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. So. KL. Hallo! Ah! Renn! Oh, da ist eine Treppe, Der kann bestimmt keine Treppen rennen. Wieso renne ich denn nimmer? Ich bin mir nicht sicher, ob wir den 3. Tag erleben werden. Das Problem an der Sache ist nämlich, dass ich richtig kacke bin beim Wegrennen, weil ich überall hängen bleib. Und gleichzeitig bin ich richtig kacke beim Verstecken. Okay. Wenigstens ist die Musik cool. So. Pass auf. Gibt es irgendwas, was das Monster dümmer macht? Also, oder langsamer? Weiß nicht, vielleicht einen anderen Schuh dem Monster geben? Katzenfutter? Spielzeugmaus? Ball? Kann ich dem Monster einen Ball? Ah ne, erhöht die Katzenzufriedenheit. Okay, ich dachte, ich kann Monster... Ja, hör mal, das gab's doch gestern noch nicht alles, oder? Eine Trophäe? Das ist alles irgendwie kacke. Also ich bin immer noch für die Schuhe. Oder kann ich es mit der Taschenlampe blenden? Das kann natürlich sein. Das wäre dann das erste Horrorspiel, wo man das Monster mit der Taschenlampe blenden kann. Also, normalerweise reagieren sie eigentlich da drauf. So, was sagt denn der schlaue Chat? So, wer erschrickt sich da? Ach, da ist noch jemand da. Guten Tag. Ui, jetzt sind's, das geht ja hier ab. Ja, verstecken war besser, aber alle Lichter auslassen. Was für Lichter? Ich habe noch nicht mal eine Taschenlampe. Oder meinst du, oder habe ich so Schuhe, die blinken? So Blinky-Schuhe. Die waren in den 90ern mal richtig cool. So, ich denke, das Game ist so einfach. Ich hasse es gerade einfach wieder. Was ich doof fand, ist, dass die Schritte von dem Vieh fast gleich laut bleiben. Soll ich mir ins Mikro reden, wenn ich so lese? Ist eine coole Idee, oder geht ja? Der Scanner lockt es an. Ja, ich habe doch gar keinen Scanner. Siehste, perfekt. Alles. Das sind 2 verschiedene drin. Also, das Problem ist, dass da im Chat gerade A und N jeweils orange ist. Sag mal, könnt ihr euch keine Avatare leisten, oder was ist da los? So, also der Scanner. Der Scanner lockt es an. Okay, also Taschenlampe lockt es an. Scanner lockt es an. Ja, dann hole ich mir doch einfach Schuhe. Oder tut es auch Schuhe anlocken? Also, meine Taktik ist erstmal Schuhe. Schuhe anziehen. So, dann da wieder hin. Okay, ah ja, ich muss ja noch das da machen. Ach, das geht nicht. Ich muss mich noch einloggen. So. Komm, ich will zumindest mal Tag 3 irgendwie hinkriegen. So, W2, 3. Hatten wir das nicht gerade? Also W ist hinten, zweite... Oh, jetzt ist das schon wieder so ein komisch... Okay, unten rechts das Eck und dann links davon. So. Linke Schuhe locken es an. Ach so. Ja, ich habe ja keine blinke Schuhe. Ich meine, die haben nur 150 gekostet. Warte mal, die haben 150 € gekostet. Dann haben sie bestimmt Bluetooth oder sowas. W2, 3. Also W muss ich mir merken. W wie Wilhelm, wie
Für was steht W? Wagerhalle? Ach, keine Ahnung. W2. Und dann 3. Und dann unten rechts und dann links. Ich habe vergessen, die Katze zu streicheln. Moment. Komm raus. Wo ist sie denn? Ist sie schon tot? Oh, da ist noch ein Poster. Space Travel Simplified. Aha. Da ist sie. Auf der Tastatur natürlich. So. Jetzt habe ich wieder alles vergessen. Moment. W2, 3 war das. Und unten rechts und dann links. Moment, das ist, glaube ich... Also ich bin ja eben erwischt worden, oder? Moment. QRSTUVW. Scheiße. Nein, ich meine natürlich Stuhl. Alter. Stell doch noch mehr Gerümpel hier hin. Au. Kann ich auch hier aufstehen? Nee. So. U, V, W2, 3. W2, 3. Und es war unten das Eck. Und dann links. Locker. Was ist denn das? Silver Eye. Ich habe keine Ahnung. Das ist eine Brotschneidemaschine oder was? Ja, guck. Ich glaube, beim allerersten Mal ist das Monster noch gar nicht da. Für so Leute wie mich. Ja, ja. Aber ernsthaft jetzt, was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Ich stelle gerade fest, es ist vielleicht nicht die beste Idee. Oh, achso, okay, zuerst die Schachtel hinzustellen. So, jetzt hat aber 1, 2, 3. Letzte Chance vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Klebeband abgeht. Komm her. Klebeband. Zack. Das da drauf. So, pack mal wieder auf die Seite. Zack. Ab dafür. $31 verdient. Dankeschön, Dankeschön. Das ist zu viel des Lobes. Achso, hier muss ich ja drücken. Mann. So, was haben wir denn? Schon wieder eine N2-Bombe und Dingens 6. Oh, jetzt wird es aber kompliziert. Hier, guck mal. Was ist denn das? Das ist ein falschrummes F. So, das ist ein falschrummes F. Sag ich jetzt einfach mal so. Dann kann ich mir das merken. Wo waren wir denn? N2, 6. Und meiner Katze geht es gut, wo auch immer das ist. N2, 6 und ein falschrummes F. N2, 6 und ein falschrummes F. K, L, M, N, N2. Ja, sieht das. Ich bin hier. Ich habe mich jetzt schon verlaufen. Alter, ich bin verlaufen. Ich will eigentlich nicht. Hä? Ah. Wo ist denn das Vieh? Ah, ich habe so eine grobe Ahnung, wo der Gollum rumgollumt. So, ich hoffe jetzt. Psst. Hört ihr eigentlich meine Schritte, wenn ich normal laufe? Rennen! Du sollst rennen! Du kriegst mich nicht. Ah, geh doch drunter! Hä? Du Dappnickel! Oh, guck da, du nackiger Poppes, du. Hat er gar keine Hände? Wie will denn der mich greifen? So, wo zur Hölle bin ich? W? Ah, nee, Q. QRSTUVW. Ich muss weiter nach links. Sag mal, wo bin ich denn jetzt? Was war das wieder? N2? Oder? 6. Wo ist er denn? Ich arbeite mich einfach mal vor. Ah, ich verstehe jetzt so langsam, warum das mit der Katze... Ja, Moment. Also der kann sich nicht ducken, der Dappnickel, do. Ich muss da weiter nach. So, pass auf. Oh, da geht's nicht weiter.
So, wo ist er denn jetzt hin? Warum hört er denn auf zu laufen? Wo bin ich denn hier? M. Dann müsste ja da N sein. N26 war es, glaube ich. Und es war ein falsch rummes F. Nehmen. Wo ist er denn, der Dappnickel? Keine Ahnung, wo der gerade ist. Könnte man wieder ein bisschen rumlaufen. Nicht, dass der jetzt da am Eck... Ich renne mal einfach. Nicht, dass der jetzt da direkt am Eck steht und mich haut. Nö, macht er nicht, weil er doof ist. So. Gucke. Okay. So langsam verstehe ich, warum ich dieses Spiel eigentlich nicht spielen will. Hallo? Weil ich für sowas nicht gemacht bin. Aber mal sowas von nicht. Mann. Ich bin doch alt. Kannst doch nicht hier... Zum ersten Mal seit Wochen überhaupt wieder Herzschlag. Gibt's denn da so dumm zu lachen da drüben? So. Okay, ich muss noch eine Bestellung machen. Hier, Klöderich, hilf mir mal, danke. Okay. Ach, guck mal, das ist zumindest... Kommst du her? Zumindest wieder leicht. Das ist ein L auf dem Kopf. Und zwar H2. 7. Das ist ja ganz unten. Und das sind dann $32. Dann hätte ich mein Pensum geschafft. Ich glaube, mehr will ich dann auch nicht. Aber meine Katze hat nur noch... Ich habe jetzt erst 2 gemacht. Und ich habe schon ein Drittel von der Energie weg. Also, falls, ihr lieben Leute, falls... Dann habt ihr da eine Katze und kündige. Ja klar. Was, der leckt mich ab? Ja... Ich meine, wenn man die Augen zumacht, dann ist es, glaube ich, nicht so schlimm. So, also, ich kann es schon mal gleich ankündigen. Ich komme klar mit Verstecken. Ich mache es nicht gerne, so Stealth-Gedönse oder Schleichen. Mache ich nicht gerne. Ich tue auch nicht gerne rumrennen und werde nicht gerne gehetzt. Was ich aber überhaupt nicht mag, sind Zeitlimits. Und falls ich jetzt dieses hier schaffe, dann gehe ich pennen und schalte die Katze aus. Ich schalte nicht die Katze aus. Das würde ich meinem kleinen Klöderich hier gar nicht antun, gell? Nein, ich mache, dass sie immer fröhlich ist. Ich mache, dass sie immer fröhlich ist. So, wo waren wir denn? Also, ein falsch rummes L. H27. Oder? Das gibt's nicht. Junge, was habe ich für ein Krumbiergedächtnis hier? H27. Ich muss mir auch nochmal meine Controller-Belegung nochmal überlegen. Vielleicht war die doch nicht so gut. Das Spiel hat standardmäßig keine Controller. Ah, was mit meiner Katze? Was mit meiner Katze? Warum geht's dir so dreckig? Muss ich zurückrennen? Muss ich sie beruhigen? Ich habe keine Ahnung. Ich renn mal... was ist denn da hinten los? H27. Ich muss mich beeilen. H2. Nein. Nicht. Meiner Katze geht's doch dreckig. Wo ist denn der? Junge, siehst du kacke aus. Okay, ich merk schon. Guck mal, ich kann doch nicht mal da hinten rausgehen. Ich kann jetzt nur da warten, bis der da vorbeigedachselt ist. Und bis der da so weit weg ist, dass ich da was machen kann, ist meine Katze abgenippelt hier. Ach, jetzt komm. Genau, bleib noch stehen. Okay. Wow! I feel good. Ey, jetzt mal ganz im Ernst. Also fisten kann der nicht, ne?
Ja, jetzt, hey, ich hab doch gar nichts. Moment. Reagiert ihr auf mein Mikrofon? Muss ich die Klappe halten? Geh mal weiter. Guck nicht so dumm, geh weiter. Junge, hast du Hängebacken, hey. Ich bin so knapp vorne dran. Ah, fuck. Was? Das ist doch eine L. Hä? Hab ich jetzt... Hä? Ernsthaft jetzt? Ist Vertrauer gestorben? Ja, das kann man ja nicht verantworten, dass man hier eine Katze... Okay, wie war denn jetzt? Das war doch aber ein L. Ich habe das doch richtig gemacht. Ja, okay. Das ist unfair. Also... So. Kriegen wir hin. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass ich Optionen habe. Monster deaktivieren. Na, das ist doch mal was. Katzenzufriedenheit deaktivieren, aber sowas von. So. Komm mal her, meine kleine zufriedene Katze. Bist du Gutes? Da freut sie sich, siehst du? So. Okay. Auf ein neues. W23, das habe ich doch schon mal gemacht. Und das ist ein Tetris Plus rechts angefangen. Dann machen wir gleich eine Schachtel hin. W23. Ah, ich habe meine Sportschuhe noch gar nicht gekauft. Mann, die brauche ich doch. Die krassen Sportschuhe hier. So. Was sagt denn eigentlich die allwissenden Leute da? Deswegen habe ich ja gesagt, mach die Zufriedenheit aus. Die finde ich blöd dazu. Ja. Ja, definitiv. Da sind wir einer Meinung. So, Schuhe habe ich an. W23 und ein Plus. Rechts angefangen. W23. Und da jetzt das erste Mal ist, kommt ja das Monster eh nicht. Da renne ich mal ein bisschen schneller. S-T-U-V-W. Au. Au. Au weh. Ja, ich hab... Was war's? W23. W23 und es war ein T rechts angefangen. Und es gibt ein schwarzes Geschenk. Oh, das ist... Da hat wieder ein Emo was bestimmt. Hab ich da gerade Monster gehört? Kann gar nicht sein. Ich muss was ausprobieren. Ach, man kann gar nicht rückwärts rennen. Scheiße. Ich dachte, man kann rückwärts rennen und das kostet keine Ausdauer oder so. So, also ja, rückwärts laufen kostet keine Ausdauer, aber man kann dann halt nicht rennen. Das ist ein bisschen dumm. Das ist ein bisschen dumm. So. Also der Part hier macht irgendwie Spaß. Sachen verpacken, Aufkleber drauf. Das ist ähnlich wie in... Wie hieß es denn? Wie hieß denn diese Walking Sim da? Wo dauernd die Leute gestorben sind in der Familie. Wie hieß es denn? Ja, genau das. Da... Was ist denn hier los? Da gab es auf jeden Fall so ein Ding, wo man in einer Fischhalle war und Fische köpfen musste. Da kamen dann immer Fische runter und du musst die dann nehmen, köpfen nach rechts, nehmen, köpfen nach rechts. Und das konntest du ewig lang machen. Das war voll cool. So, jetzt haben wir hier ein appiges S. N206 kenne ich noch und es ist ein appiges S. N206 und es ist ein appiges S und ein Monster ist da. LMN. N206. Ja, ja. N206. Ach komm! So fett bin ich gar nicht. Hinten schlappt er schon rum. Das ist doch nicht cool. Was soll ich denn das machen? Ja. L. Das ist ja genauso kacke hier.
Ey, wollt ihr mich veräppeln oder was? Ist doch wahr. Ich renn hier 5 Dinger weiter. So. Dem wollte ich sagen, was ist denn das da für ein weißer Punkt, der da so hüpft? Ja, stellt sich raus. Das ist mein Cursor. Mein Zielkreuz. Wo ist er denn, der Fridolin? N206 war das. Ich habe vergessen, wie das Ding aussieht. Ah, ein S. Ein appiges S. Ich glaube, das da und dann so. Okay. Jetzt rennt er schon auf allen vier. Moment, wenn der auf allen Vieren rennen kann, dann kriegt er mich ja auch, wenn ich mich so unten drunter versteckele. Oder nicht? Okay, der ist jetzt auf jeden Fall rechts. Der kann jetzt, der bückt sich jetzt nicht wirklich und... Oder? Haha, da ist zu. Wow! Ja, ich bin auch komplett irritiert davon. Ja, der muss jetzt erstmal da drum rumgehen, Junge. Dumm gelaufen, hä? Wo hat denn der... Ey, komm! Hey, hallo? Mein Spiel hängt. Der hat mich gar nicht gesehen. Guck mal, ich bin schon unten drunter. Außerdem hängt gerade mein Spiel. Ja, Hast rein. Nun denn, Ja, wahrscheinlich war das Spiel selbst überrascht, wie schnell ich mich versteckt habe. Damit hat es nicht gerechnet. Und ist dann abgestürzt. Ja dann. Alt F4. Und der Tag gehört dir. Geht aber nicht. Warum geht das nicht? Alter, geht noch nicht mal Alt F4? Okay. Ach, Order 13 reagiert nicht. Ja, mach Sachen hier, pass auf. Desktop. Hier, seht ihr mal einen schönen Desktop. Order 13 reagiert nicht. Ja, wer hätte das gedacht? Dann, kriege ich hier auch einen Chat? Ja, egal. Ja, ja, mach das Programm zu, du Affe. Hier. Ey, Moment. Ihr sollt hier nicht mal einen geilen Desktop bewundern, so. Game sagt nein. Ja, aber das sagt mal sowas von nein. So, also, wie heißt das Ding? Order 13. Achso, ja, das geht ja über Steam. So, ich sag euch was. Das Spiel will nicht, dass ich es spiele, weil es merkt, dass ich zu gut bin. Es wehrt sich dagegen. So. Wenigstens bin ich noch bei Tag 2 zum 100. Mal. Gucke mal da. Klötterich. Kriegst einen neuen Namen. Und eine neue Katze hätte ich jetzt gerne. Ist mir zu dick. Ich will keine männlichen Katzen. Ich kann doch nicht eine männliche Katze Klöterich nennen. Das hat 2 verschiedene Augen. Das sieht komisch aus. Hat rosa Dinger am Ohr. So. Nein, ich drück mich jetzt nicht vom Spiel. Das sieht nur... Ja, das bin ich erschrocken. Hier. So soll es aussehen. Ja, ist ja gut. Junge, macht die mich erschrecken. Moment mal. Tastatur abziehen. Ganz wichtig. So. Boah, sieht das Ding fies aus. Das sieht ja aus wie das Vieh, was da rumläuft. So, weiter. Ja, so. Ich muss mal gucken. Okay. Bin zumindest mal noch online. Game sagt nein. Nein. Tag 1 habe ich. Tag 2. Tag 2, die 7. oder so. Wo ist denn der Klötterich? Alter, Der Klötterich macht seine nackten Klöten auf meine Tastatur.
So, Laufschuhe. Na komm her, du Laufschuh. Alles klar, jetzt muss ich mich anmelden. Und das ist unten rechts die Ecke ohne Ecke. Da machen wir gleich eine Schachtel hin. Komm du nicht auf doofe Ideen da neben mir. Ja, meine Katze guckt mich gerade blöde an. W23 schon wieder. Ah ja, es kommt ja gar kein Monster, gell? Okay, alles klar. W23. QRSTUVW. Kann das sein, dass das immer random ist, wie es hier aussieht? Also die Hindernisse so? W23. W. Hör doch mal auf, an meiner Maus zu schubsen. Jetzt schubst du mir schon die Maus rum, meine kleine Kami. So, die Ecke ohne Ecke. Oh, das kenne ich. Sowas hatte ich auch. Das ist eigentlich ein Glühwürmchen. Das muss man so drücken. Und dann leuchtet der Hintern. Sowas hatte ich auch als Kind. Das war voll cool. Ja, ja. Erzähl mir nix. Du bist noch gar nicht du. Also. So. Rein mit dir. Würde ich eigentlich gerne selbst behalten. Was ist denn hier los? Wo ist denn mein Cursor da? Zap, zap, zap. Zap, zarab. Paketband. Hallo, du Katzentier. Hallo, Klöderich. Guten Tag. Na, kommst du her. Komm her. Hab ich schon mal schöner hingebappt. Was? Füllmaterial? Stimmt doch gar nicht. Kacke. Ich glaube, jetzt muss ich wirklich 3 Dinger machen. Ich nehme das Bild mit, das bringt Glück. Ah, Klöderich. So, N206 und... Naja, ist ein Viereck unten rechts. So. L, M, N. Ja, ja. Der startet alles da drüben, oder? Hört er mich noch, wenn ich schleiche? Ja, komm, mach jetzt weg. Bild ist... Wo ist er denn? Hä? Nicht, dass er über mir ist. Ich höre doch, dass er näher kommt. Sag mal, habe ich meine Kopfhörer falsch rum auf? Nee. Hätte ja sein können. Hä? Sag mal. Ach, da! Na du? Kriegen Sie auch immer ins Maul? Buh! 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 Komm doch her! Junge, hast du 10? 2, 4, 5. Wäsch dich, Mo! Du Gackei. So. Ah, siehst du, der hat Angst vor mir. Richtig so. Ich hab auch Angst vor mir. Ich muss darüber, gell? O, P, Q, R. Hä, ich bin ganz falsch. Moment, was muss ich machen? Ich habe gerade alles vergessen. Moment, ich krieg's hin. Das war wahrscheinlich N206, ist immer das zweite, aber wie sah das Dingens aus? Ah ja, Viereck.
Hey, wer läuft denn da rum? Wo ist er denn jetzt? Ach, da drüben. Noch gekifft. Sag mal, ich kann doch hier stehen, oder? Nee. Bin ich hier im Dunkeln oder nicht? Ja, komm! Leg mal einen Schritt zu, Junge! Ist ja jetzt nicht so, dass er mir direkt in die Augen guckt. Na? Alles klar? Es geht ab. Boah, Junge, also ich würde sagen, das nächste Mal lässt du den Leg Day nicht ausfallen, ne? Okay. Da ist eine Mücke. N206 und da drüben kraxelt er rum. Ich suche mir hier einfach irgendwie was, wo ich mich gut verstecken kann. N203, 204, jetzt müsste doch hier irgendwann wieder kommen. Das labert er auch noch, streckt mir gerade seinen nackten Popo hin. Ja. Ich bin hier aber auch direkt im Licht, kann das sein? Ach, der ist da hinten erst. Komm mal hierher, Junge. Nein, komm. Ach komm, jetzt kommt er da hinten rein. Wenn jetzt das Spiel wieder abstürzt. Ich bin hier versteckt. Ich kann nicht weiter hier rein. Ich bin ganz versteckt. Guck mal, da hinten ist schönes Licht, rotes Licht, schönes Licht, rotes Licht, schönes Licht, rotes Licht, schönes Licht, rotes Licht. Hallo. Komm her, ich mach den an. Ah, da freut er sich. Komm her. Ja, genau, das gefällt ihm, das tut ihm. Wie kann der Laufgeräusche machen, wenn er still steht? Ich habe so das Gefühl. Ah. Geht doch, also so. Ja, wenn man bedenkt, wie viel Katzenzufriedenheit jetzt flöten gehen würde, das stimmt wohl. So. Jetzt bin ich erschrocken. Der kann ums Eck gehen. Der Kleine. So. Der kleine Naftel. Hoppala. Okay. Der hört mich gar nicht mehr, der Lusch. Der Lusche. Ja. So, also. W206 erfolgreich beendet. Ja, noch nicht. Moment, noch nicht. So. Na komm her. Achso, falscher Knopf. Ach komm. Du. Affe Zippel, du. Ist das jetzt genug Füllung? So, einmal Paketband. Jawohl. Zack, rüber damit. Das da, komm, machen wir wieder oben drauf. Dahin, ab damit. So. So. Einen Moment. Alles klar. Ja, genau so. Alles klar. Ja, aber ernsthaft jetzt, wie hättest du denn das jetzt mit der Katzen zu... Ach so. Ich hätte anstatt Laufschuhe für 150 wahrscheinlich so Katzenzufriedenheitszeugs kaufen sollen, richtig? Kann das sein? Damit die Katzenzufriedenheit hochgeht? Ich weiß halt nicht, wie viel hoch. Und dann hätte ich länger machen können. Aber trotzdem, wenn der Fuzzi da vor dir steht, nichts macht und sich irgendwie festgebackt hat. Sorry, da war gerade ein Fliegevieh, hab's aber nicht erwischt. So, A27. Und es ist ein Plus. Ganz normal oben angefangen. Oder ein T. Ja, ein T ist es. Plus geht gar nicht mit 4 Dinger, egal. Es ist ein T, H27.
Wo startet das Monster eigentlich? Weiß man da was? Was ist denn das da oben? So nicht das Monster, oder? 5, 6, 7. Nicht, dass das Monster da vorne liegt, weißt du? Erstmal in Sicherheit gehen. Warten, bis er irgendwo hinschlappt. Ach, da hinten ist er. Da kommt er wieder gerannt. Mit seinen komischen Edward mit den Penishänden. Guck dir das an, hey. Guckst du blöde, hä? Oh, guck mal. Ja, ist ja gut. Ich hab doch hier so eine Faust, weißt du, so als Icon. Da kann ich ihm in den Bauch hauen. Hat funktioniert, er hat geschrien. Jetzt trampelt er wieder, ohne zu laufen. Guck mal, unten ist das Licht besser als oben. Jetzt warte mal, ich gehe mal, wenn der jetzt weiter nach... es war klar, dass der jetzt abbiegt, weißt du? Wenn er jetzt weiter runtergegangen wäre, wäre ich gleich losgeschlappt, aber okay. Er ist schon weit genug weg, der hört mich nicht, wie ich schreien. Ich bin jetzt ganz hinten, ne? Jetzt eher schlecht, glaube ich. Ah, nö, geht schon. Wenn er da nicht rauskommt. Die Frage ist halt eher... Also Angst vom Licht hat er ja nicht. Oh, das reimt sich. Also hier bist du wahrscheinlich immer noch nicht sicher oder so. Aber da drin schon. Nun ja. Hier ein paar frische Eier. Ein paar frische Eier in die Schachtel. Ordentlich aufgefüllt. So. Was fehlt noch? Ah ja, das darüber. Na, kommst du her. Zack, da drauf. So. Dahin, ab damit. So, haben wir es jetzt geschafft. So. Das Ding ist halt... Moment. Deswegen habe ich... So, minus 15 € wegen Füllmaterialverschwendung. Ja, ich weiß. Aber guck mal hier, Anja. So. Brauchst du jetzt auch den anderen Kram? Was für anderen Kram brauche ich? Also, zuallererst mal, ich könnte jetzt pennen gehen. Und dann hätte ich zumindest das Level geschafft, aber dann kriege ich ja weniger Geld. Ich probiere das nochmal. Komm her, wir machen ein Mama noch, oder? Weil ich einmal kacke war. Na, kommst du her. Guck mal, es gibt 27 $. Und ich habe 86. Das ist doch super. Dann habe ich danach über 100 $. So. Unten links im Eck und oben rechts. Also unten links Dreieck, oben rechts. So. Ach so, Scanner? Wieso brauche ich den Scanner? Ich kann mir das super merken. Guck. Terminator 1,4. Unten links im Eck, oben. Ganz supi. Sag ich mal so. Was war's? Was war's wieder? Genau. Moment. Ja, mein Billig-Kopfhörer, der war halt wirklich billig. Ich habe einfach nur einen Kopfhörer gebraucht. Der nervt ein bisschen, der knistert und knastert, weil ich glaube, der Stecker nicht gescheit drin ist oder irgendwie so. So, wo waren wir? Also. Der Tag auch allein irgendwann endet.
Jetzt ist ja kurz nach 1. Wo ist denn kurz nach 1? Um das Ende des Games zu sehen, muss ich anderen Kram auch kaufen. Guckt mich die Katze so an. Hallo. So, okay, alles klar. Ist egal. Einen machen wir auf jeden Fall noch. Oder warte mal, wir gucken mal, was das Zeug im Shop kostet. Also wir hätten jetzt quasi 86 Euro. Plus 17 sind noch keine, so viel ich will. Doch, eigentlich schon. Also. Eine Taschenlampe könnten wir uns kaufen. Aber ich habe die Helligkeit recht hell gestellt. Weil ich ja hier noch Strahle habe. Ich sehe sonst selbst nichts. Das ist doof. Ein Scanner lässt sich scannen. Ein Rucksack, um Gegenstände zu tragen. Laufschuhe. Habe ich schon. Was ist denn ein Werkzeuggürtel? Taschenlampe und Scanner gleichzeitig. Und Ticket halt. Ach, ich muss wahrscheinlich Karten. Die muss ich auf jeden Fall irgendwann kaufen. Untergeschoss 1? Ja, heißt das, wenn ich irgendwann ins Untergeschoss muss und ich habe kein Geld für die Karte zu kaufen, das ist dann doof. Legen was drauf an. So, ich habe ja gesagt, also ich habe es schon wieder vergessen, T14 und ein Pfeil nach links unten. Ohne Mitte. T104. Also bisher ist es ja so, dass der hier noch nirgends steht. Der kommt erst... Moment, war das T104? Kann ich ja fast nicht glauben. Was ist mit dem da? Ich tue jetzt mal das verschicken. Das ist bestimmt das, was derjenige haben wollte. Er hat sich so gedacht, ach guck mal, so ein schönes... einen schönen Verstärker oder so, den will er unbedingt haben. Vielleicht ist es ja aber auch so, dass der einfach nur eine billig Silvercrest Boombox haben wollte. Und jetzt kriegt er hier so einen geilen Verstärker. Da freut er sich doch, oder? Da sagt er, oh geil, das ist ja viel besser, wenn ich das verkaufe zum Beispiel, diesen krassen Verstärker. Kann ich das nochmal drucken? Aber ich kann es nicht nehmen, doch? Ja, egal. Das hat funktioniert! Ich habe einfach irgendwas reingetan? Oder war das jetzt durch Zufall genau das Richtige? Das ist ja mal geil. Das probiere ich jetzt nochmal. Das probiere ich einfach nochmal. Guck. Ich drücke jetzt noch eine Bestellung. Kann ich mir auch merken, das ist ein T. Q26. Und nehme einfach das Erstbeste, was irgendwo rumliegt und stopfe es in die Kiste. Das ist ja einfach. Wo sind wir denn? Q26. So, da hinten rennen wir hin. OPQ. Da sieht es relativ frei aus. Ich traue der Sache gerade nicht. Q2. Da liegt was, guck. Na, das ist ein Kopf. So, ja, ich wollte einfach irgendwas nehmen. Ja, ist egal, jetzt sind wir hier. Da hinten ist er. Habe ich ihn gesehen gleich. Okay, ich kann ja mal umgucken. Ah, schade, geht nicht. Ich dachte, ob hier im Gang irgendwie was liegt. Das wäre super. Hätte ich es wieder einfach weggeschickt. Oder war das jetzt... War das jetzt wirklich Zufall, dass es der richtige Kram war? Oder kannst du einfach irgendwas reinstopfen? Guck doch nicht so doof. Bin auch erschrocken. Ey, gell, ich bin ganz unten drunter. Du kannst mir gar nichts. Du Stange Ärmsche. Alter, der hat dickere Knie wie Hinterbeine. Das hinten. Das, was so wackelt, wenn man das Bein so macht und dann so dranhaut. Wie heißt das?
Das sind 2? Weiß ich jetzt nicht, ob ich das gut finde. Das sind jetzt 2. So, wo trampelt denn der rum? Da hinten. Ja, dann trampel doch. Ich habe eine schöne Eisenbahn hier. Kann ich da... Ich habe gerade noch eine Idee gekriegt. Pass auf. Wenn ich da Sachen... Da sind ja mehrere von den Eisenbahnen drin. Wenn ich die alle nehme und einfach auf den Boden werfe, bleiben die liegen? Kann ich die dann beim nächsten Mal wieder mitnehmen? Das teste ich jetzt nachher aus. Also hier beende ich jetzt gleich. Sofern er mir nicht... Sofern er mir jetzt nicht komisch hinterherkommt. Wo ist denn der andere? Der auf dem Boden gekraxelt hat. Ich hoffe nicht, dass ich mit dem irgendwie was machen muss. Das wäre ziemlich doof. Oh, jetzt habe ich mich verlaufen. So. Guck mal. Ich renne mal eine Runde. Weil ich glaube, der hört mich nicht mehr. Der ist ja da hinten im Eck. Aber eventuell hört mich der Krabbelmann. So, egal. Hier, da, ja, schön. Schönes Eisebähnchen. Schön daneben geworfen. Na, komm. So. Also. Gucke. So, dann machen wir jetzt halt aber hier Feierabend, dass wir das Level geschafft haben. Kommen hier Spaps auch daneben drauf. So, guck mal, $144 und 25 Cent. So. Achso, ja, ich muss ja schlafen gehen. Moment, wo ist denn die Katze? Ja. Sorry, so. Ich brauche ein bisschen beruhigere Musik zum Pennen. So. Komm her. Ich kann nicht mal schlafen gehen? Ach, ich muss aufs Kissen drauf. Ich dachte, ich muss hier auf diese Schlafpillen da. Da sind gar keine Schlafpillen. Ich dachte, das wären Schlafpillen. Jetzt muss man da aufs Bett. Ja, das muss man erst mal wissen. So, ja, schlafen. Guck mal da. Alter Schwede. Ja, ja. 7,75, weil ich zu wenig Styropor drin habe. Ich spare den Leuten Geld, weißt du? Und dann motzen sie noch. So. Mann, bin ich gut. So, also. Ja, das Spiel ist deutlich einfacher, wenn man die Katze ausschaltet. Erstmal eine Bestellung drucken. So, mal gucken. Na, kommst du her. Ah, guck mal, jetzt muss ich ganz runterschlappen. A3. Okay, das ist ein J. Oben links angefangen bis rechts runter. Stopp. Muss ich hier... Also A3. Ich weiß nicht, Schlüsselkarte. Gewährt der Zugang zu Untergeschoss 1, wo wertvolle Gegenstände gelagert werden. Bestellungen sind am nächsten Tag verfügbar. Oh. Also ich meine, das eben lief ja schon recht gut. Ich brauche gar keine Taschenlampe, hoffe ich. Aber mehr Sachen nehmen können wäre cool, weil, pass auf, mein Plan ist ja folgender. Moment. Was ist denn ein Werkzeuggürtel? Ah, Taschenlampe und Scanner. Ein Rucksack ist wirklich das Zeug, was in die Pakete... Da ist irgendwo so eine blöde Mücke, die rumfliegt, die mich nervt. So, das ist das Zeug. Aber wenn ich da jetzt 2 Kindereisenbahnen nehmen kann, und dann könnte ich ja, wenn das so funktioniert, wenn das der Entwickler übersehen hat, 2 Pakete gleichzeitig machen. Also ein Paket machen, wegschicken und dann die zweite Eisenbahn ins Paket schmeißen. Also, das probieren wir aus. Also, wir brauchen einen Rucksack. Ich hoffe nicht, dass man sich verskillen kann. Okay. Moment, wie wechsle ich denn da durch jetzt eigentlich?
Ja, wahrscheinlich... Oh ja, ich muss meine Tastatur anschließen. Badum. So, irgendwie. So. Keine Ahnung, ob ich auf dem hier Controller Dingens hab. So, A302. Ja. Stimmt, hab nichts zu verlieren. Ja, ihr habt ja recht, ihr habt ja recht. A302. Wo ist meine Katze? Da, immer noch? Ja. Ah, Moment, Schachtel gleich hinlegen. A3 und ein J. So. Meine Vermutung ist ja immer noch, dass er erst auftaucht, wenn ich in der Nähe bin. Moment, liegt hier schon was rum? Nee. A1. Nicht hier richtig? Nee, na, muss ich... A1. Ach, ich muss ja ganz runter, gell? Pass auf, dann machen wir es uns ganz einfach. Sind das die Viecher von Spaceball? Nicht Spaceball, wie hieß denn? Galaxy Quest. Immer so. A3, 2 war es. So. Das macht mir irgendwie Sorgen. Dass da noch keiner ist. Weil der steht jetzt bestimmt irgendwo da, oder? Seht ihr eigentlich überhaupt was, wenn ich hier ohne Taschenlampe rumrenne? Also ich persönlich sehe was. Das Problem ist, dass mein Kontrollmonitor daneben, der steht halt irgendwie kacke und hat ein Kackbild. Da ist eh alles dunkler. So. Also. So, Plan. Das ist drin. So, jetzt ist es wirklich drin. So. So, dann probieren wir mal, ob wir das Spiel austricksen können. Sehr gut, da habe ich richtig Bock drauf, das Spiel ein bisschen zu bescheißen hier. So. Etikettchen. Ab damit. So, und jetzt aufpassen. Ich druck mir jetzt also ein neues Etikett aus. Das wäre hier. Na, kommst du her? D303 ist ganz woanders. Okay. Hey! Wo ist denn das Skateboard hin, was ich noch in meinem Rucksack hatte? Ich habe doch nur eins reinge... Das wird automatisch geleert? Oh, das ist ja Betrug. Kann ich eigentlich schon... Das da auch schon reinmachen? Ja, kann ich schon. Aber das ist ja Kacke. Wieso? Mein ganzer schöner Plan ist dahin. So. Kacke. So. C33. Also quasi die C3 vom Chaos Computer Club, die dritte. C33, und das ist ein X, wo oben links fehlt. Ach, da steht jetzt auch eine Menge dabei. Menge 1. Ah. Okay. C33. Aha. I. C. C33 ist natürlich wieder ganz da hinten. Komme ich da eigentlich durch? Also die allererste Lieferung ist immer... Ah, da hinten ist er. Wo kommt denn der hier? Da ist doch gar nichts. Hey, geh weg, du. Mücke. Okay, jetzt habe ich nicht gesehen, wo er ist. Wahrscheinlich da hinten irgendwo.
Da rennt er rum. Ist jetzt irgendwie schon gefährlich, was ich hier mache. Hier ist halt nichts zum Verstecken. Ah, doch, da. Wo ist er denn eigentlich? Ach, da hinten ist er, der Nackarsch. Ja. Nee, ich bleib mal schön hier. Ich warte, bis der da vorbeigedackelt ist. Hallo. Ich muss, also hier ist B. Da drüben ist A, hier ist B. Ich muss dahin und noch eins runter, oder? Ich bin jetzt bei A2, also ich bin bei B2, 2. Voll. Der Typ hat einfach nur Hunger. Guck mal, was der ein Loch im Bauch hat. Ja, kein Wunder. Außerdem hängt da ein Armfetzen am Arm. Auch nicht cool. Oder wie? Ich wollte dich nur verarschen. Ich wollte dich nur verarschen. Okay, dann lassen wir das. Ich wollte doch nur rausgehen, aufstehen und dumm Zeug machen. War ein Witz. Jetzt geht er natürlich genau da runter, wo ich auch hin muss. Komm, solange er nach vorne läuft. Ah, guck, da kann ich durchgehen. So, jetzt bin ich D2. Ich bin immer noch nicht ganz unten, wo ich hin muss. Ich muss noch weiter runter. Oh, Junge. Ja, der dreht sich jetzt irgendwann rum und sobald ich jetzt hier rüber gehe, dreht er sich 100 Pro rum. Kann ich ein bisschen hier gucken. So, also. Wo ist denn jetzt das hin? Ist jetzt komplett verschwunden. So, C33. C2. Da steht was vorne dran. Oh, hoffentlich muss ich nicht bald Gabelstapler fahren oder so. Ein X war's. Haben wir nicht noch was? Nix. Ich höre ihn ganz da hinten. Komm, da rennen wir einfach vorbei. Da kennen wir nix. Ganz außen rum. So. Ich hab grad gedacht, da vorne, da ist er. Nee, das ist das Dingens hier. Hubwagen. So. Wie mache ich denn das jetzt da rein? So. Lob. Mann, ich wollte doch mal einen mega geilen Dingens ausprobieren, ob das funktioniert, dass man irgendwas reinmachen kann. Weiß ich jetzt immer noch nicht. Werden wir gleich sehen. So. Ach, eigentlich ist das Spiel so, ist es voll in Ordnung. Also wenn man es spielt wie ein Mädchen. Also wie ich. Wenn man spielt wie ein Feigling, ist das schon voll in Ordnung. Komm mal her. Also so ohne Hektik, Stress so. Da ist das schon in Ordnung. Vor allen Dingen, eigentlich könnte man auch jetzt, sage ich jetzt mal so, das Monster ganz ausschalten. Weil wenn du ja keinen Zeitdruck mehr hast wegen der Katze, dann kannst du dir ja so viel Zeit lassen, wie du willst. Vorher musstest du ja immer ein bisschen Hektik machen, ein bisschen vorwärts rennen, weil ja sonst die Katze gestorben wäre. Aber jetzt kann sie ja nicht mehr sterben. Eigentlich könntest du das Monster selbst ausmachen. So, Pfeil geht nach oben rechts, Mitte fehlt. Was war's? R3. Ist das nicht Renault? R307. Zusammen 10. Richard 10. Ich hätte hier drüben rausgehen sollen. So. LMNO
TQR. Ach, ich dachte, da liegt schon wieder was Cooles. Nee. Q? R. R3, 7 ist zusammen 10, habe ich mir gemerkt. Ich bin jetzt R3, 6. Das heißt, ich muss noch eins runtergehen. Aber wo ist er? Keine Ahnung. Er hat nur geplärt. So, und das war ein Pfeil nach rechts oben. Mitte fehlt. Kann man dem irgendwas in die Füße werfen, weißt du? Wo ist er denn? Schön, aber auch... Ah, doch, jetzt. Da läuft wer oben rum. Was ist denn das Rote da drüben? Ist das ein Kino? Das sieht aus wie ein Kino. Guck mal da so. Kinositze. Was ist denn das da drüben? Also irgendwo da oben muss das sein. Hä? Mal gucken nicht. Boah, es ist gefährlich hier. Sehe ich gerade. Das ist verdammt gefährlich, weil hier kein... Okay, wo ist er? Ich höre ihn doch, wieso sehe ich ihn nicht? Hä? Da drüben läuft er. Ist es gut, hier Blutspur zu folgen? Okay. Ich glaube, der ist weit genug weg. So, nächste Idee. Ich habe jetzt wieder 2 Items. Mach mich nicht erschrecken, Junge. Ich habe jetzt wieder 2 Items. Ich werde jetzt eins auf den Boden werfen. So, weißt du? Ich werde jetzt eins auf den Boden werfen. Das andere werde ich da jetzt einpacken. Okay. So. Ist ja nicht so, als würde ich nicht mit allen Mitteln versuchen, das Spiel zu bescheißen. So. Da ist es noch. Da ist es noch. Weg ist es. Das ist Betrug. So, wie sieht's eigentlich aus? Pensum geschafft. Ja, komm, einer geht noch. Wo bin ich denn? Tag? Irgendwie sowas. So. F3, 5. Nehmen wir mit. Einen mache ich noch. Einen haben wir noch. So. A, B, C, F. Hey, das habe ich auch. Also ein Bein, ja, ich habe sogar 2 Beine, aber kein Appes. Da hinten ist er, ich sehe ihn.
Aber der kann im Moment mir noch nichts machen, wenn ich denn da drunter schlüpfe. So, ja, ich habe so ein abgerissenes Gummibein, genau wie das hier so bis kurz übers Knie. Das ist irre witzig. Ein Kollege hatte die Idee, dass ich mich auf dem Parkplatz von der Arbeit legen soll. Er kommt angerauscht mit dem Auto, macht eine Vollbremsung und dann soll ich laut schreien. Und dann so machen, als würde ich mir das Bein 2 Meter weiter liegen, weißt du? Und irre witzig. Aber meine Intelligenz. Muss man jetzt nicht so schreien, wenn ich Intelligenz sage. Meine Intelligenz ist zu groß. Und zwar habe ich nämlich gesagt, sorry Junge, ich vertraue dir nicht, dass du eine Vollbremsung machst und mich nicht erwischst. Und deshalb haben wir den Spaß gelassen. Ja, ich weiß, ich bin voll der Spielverderber. Ich habe das Muster vergessen. Ich habe die Zahl vergessen. Ich habe alles vergessen. Hat niemand geguckt? Kann mir jemand helfen? War das... Vergiss es, ich hab's vergessen. Ich habe alles vergessen. Ich weiß weder die... Okay. Ich weiß weder das Abteil, noch weiß ich die Zahl, noch weiß ich das Muster. Aber ich habe einen Plan B. Ja, Plan B. Guck mal, siehst du da hinten? Da ist sowas Helles. Heißt das vielleicht, dass da irgendwas liegt, was ich wieder einfach so mit... Ist das ne? Kommst du nicht her? Guck mal, ich bin ganz woanders. Guck. Voll das Loch im Bauch. So, jetzt aber nicht hier rumgehen. Da will ich doch jetzt... Das ist doch mein Plan B. Okay. Ja, natürlich geht er dahin, der Depp. Da liegt doch... Irgendwas liegt da. Das Helle. Ich probiere an das Helle zu kommen. Vielleicht ist das ja irgendwas, was ich mitnehmen kann. Wo ist er denn jetzt? Ach, da. Hallöchen, du Apperarm. Ja, aber... Wird irgendwie erklärt, was das für ein Vieh ist? Das ist eine Taschenlampe. Ich kann die Taschenlampe nicht nehmen. Warum kann ich die Taschenlampe nicht nehmen? Aber das ist ja fies. Ich dachte, du kriegst jetzt hier eine Taschenlampe geschenkt. Ah! Zum Glück ist keiner mehr da. So, keiner gesehen. Mann. Renn jetzt einfach zurück. Ups. Also...
Ja, super. Meine Katze ist da und motzt. Wenn man die einmal gesehen hat. Hallo Mädchen. Oh ja. Ja. Oh, was hast du auf dem Kopf? Schon wieder Beule. Ja, nee, so. Dicke. Irgendwie sowas. Hallo. Mal Fuß. So. Ja. Alter. Ein Kleid ist lustig in der Kamera. Okay. So. Ja. Also von da komme ich. Ich habe doch mal bei A3 habe ich doch Zeugs hingeschmissen. Ist jetzt aber auch nicht mehr da. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können, dass es noch da ist. So brennt denn da Licht? Da liegt was Grünes. Was ist denn das? Nee, das ist Ausgang. Wie viele Zahlen habe ich? Das ist das schwierigere Passwort, wenn 1, 2, 3, 4 zu einfach ist. Ja, auch nicht. Und was ist das? Ach, das ist eine 0. Wie immer die 0. Okay, ich stelle fest, das funktioniert nicht. Aber da hinten ist ein Ausgang, da brauche ich einen Code. Kann ich den kaufen? Weiß nicht. So. Ja, nee, das... Wir werden jetzt in den nächsten Tag gehen. Ja, sorry, so, was wäre es denn gewesen? F3, 5 und ein komisches... Ey, ich habe mir einfach... das Muster nicht gemerkt. Ich habe mir einfach das Muster nicht gemerkt. Ich habe vergessen, mir das Muster zu merken. Hätte mir aber auch nichts gebracht. Ich habe nämlich auch die Zahl vergessen. So. Jetzt bin ich gefrustet, jetzt gehe ich schlafen. Na komm. So. Also, $105 immerhin gemacht. 107 sogar. Ach, 105 hätte man gebraucht. So, Tag 4. Wie viele Tage hat man denn? Ich meine... Ja, es ist ein Job. Man hat so viele Tage, bis es nicht mehr geht. Okay. Ich werde jetzt den Scanner kaufen. Aus einem ganz einfachen Grund. Das von eben passiert mir nimmer. Na komm her. Das von eben passiert mir definitiv nicht mehr. Was könnte ich mir eigentlich noch alles kaufen? Na, komm her. Okay. Kann ich den jetzt auch wegmachen? Ja. Sehr gut. Oh Junge, das könnte ich mir doch nie im Leben merken. Also das ist wirklich... Ah, doch. Links mit 1 Abstand, rechts von oben angefangen ganz. Das krieg ich sogar hin. Kann ich schon alles scannen? Uah. Kann ich noch was scannen? Ja, egal. S306. Wo ist denn meine Katze? Da unten ist er, der Kletterich. So. S306. Was ist denn jetzt los, Jessie? Ich weiß nicht. Schreibt nur Jessie in den Chat. LMNOPQRS. S ganz runter. Und der braucht relativ lange, bis er auftaucht. So will dann zum Thema, der braucht relativ lange, bis er auftaucht.
War ja so klar. Na, der ist noch weit genug weg. Dachte ich, der tut das mir auch eintippen. Das wäre doch mal cool. Komm her. Kann ich auch einfach 1 drücken? Ja. Dann habe ich das Ding nicht in der Nase rumfliegen. In der Nase? Vor der Nase natürlich. Moment, das ist doch meine erste Lieferung. Der dürfte doch gar nicht da sein, oder? Laut meinem Plan. Der muss hier irgendwo in der Nähe sein. Da drüben ist er, glaube ich. Ja, da läuft er. Okay. Ja, lauf du ruhig weiter. Ja, ja. Ach, nicht zu mir, du Trottel. Shit, ich komme hier nicht raus, ne? Ich komme hier nicht raus! So, ja. Muss ich halt warten. Ich hab ja eine Katze, die mich so weit liebt, dass er auch mal 5 Minuten ohne mich aushalten kann. Ja, ja. Die Schreie machen mich irgendwie immer noch fertig. Aber ich dürfte jetzt weit genug weg sein. Ja, definitiv. Bin ja schon zu Hause. Okay, das Spiel ist deutlich zu einfach, wenn man das Katzending wegmacht. Aber ich werde einen Teufel tun und das wieder anschalten. Garantiert nicht. So. So, gucke. Darüber. Hä? Alter. Ich zu Bappe. Bappe. So. $135. Okay, du bist das Nächste. So. Das ist ein L liegend. Mittig liegend. Kriege ich hin. Wo ist denn das? K302. Okili-Dockeli. Habe ich eigentlich noch Geld übrig? $68? Ich könnte mir noch Zeugs kaufen hier. Sag ich mal her, was gibt's denn noch alles? Ein Scanner-Upgrade. 3 Tickets lässt mich scannen. Das ist doch schon mal cool. Ein großer Rucksack, mehr Gegenstände. Im Moment brauche ich nicht so viel, dass ich mehrere Gegenstände tragen muss, oder? Nee, im Moment noch nicht. Werkzeuggürtel. Taschenlampe lassen wir mal ganz weg. Tickethalter. 3 Tickets aufhängen, okay. Ah. Wertvolle Gegenstände gelagert. Ja, muss ich dann da hingehen? Als nächstes kaufe ich mir hier mit diese Schlüsselkarte da. Oder? Ich meine, das ganze Katzenzeug, ja. Könnte man kaufen. Also das brauche ich schon mal gar nicht. Katzenfutter irgendwie, weil haben wir ja nicht mehr. Komm, ich kaufe eine Maus. Dass die auch mal ein bisschen was hat. Ich bin so oft weg. Guck mal, hier eine Maus. Da ist eine Maus. Magst du eine Maus? Da. Soll ich sie gleich unter die Couch werfen, oder? Was ist das? Was ist denn das hier? Ach so, die muss man hier ablegen. Ach so.
ist ja dumm, dass das ein eigenes Dingens hat. Sag mal, wer macht denn eine Dose so auf? Die schneidet sich doch, wenn sie da draus futtert. Im schlimmsten Fall schneidet sie sich ins Auge oder so. Da muss ich hin, K302. K1 ist schon mal da. Gut. Rennen wir mal ein Stück. Über die Gedärme. Ist schlecht hier. Ah, Mann, jedes Mal. Sieht keiner gut. Ja, ich habe die Katze erschreckt. Tut mir leid. Ich bin zu weit. Ja, ich bin selbst erschrocken. Mann, ey. Was ist denn das? Butter oder was? Mal alles hingeschmissen hier. Ah, guck. Das ist das Dümmste, was du machen. Ja, aber eigentlich ist es geil. Wenn man das Zeug statt ins Regal... Wenn man das Zeug statt ins Regal dahin legt und wenn du dann nochmal sowas holen musst, dann musst du nicht extra aufmachen. Ist doch eine super Idee, finde ich, oder? Können sich mal Amazon ein Beispiel an mir nehmen. Ich habe es erfunden. Ich will Geld dafür haben. Einfach Zeugs... Ach, ich kann auch darüber gehen. Einfach Zeugs hinschmeißen. Gar kein Problem. Gute Idee, wie ich finde. So. Da hängen einfach mal Leute ab. Drüben ist er. Jetzt bin ich viel zu weit rechts. Ich bräuchte einen PIN-Code dahin. So, ich habe wieder 2 Items dabei, wie man sieht. Neuer Plan. Also, es hat ja nicht funktioniert, das Ganze auf den Boden zu werfen. Und deshalb werfe ich es hier auf den Boden. Guck. So. Deshalb werfe ich das jetzt hier auf den Boden. Also das ist ja hoffentlich noch da draußen. Da liegt's noch, ne? Da machen wir jetzt schön zu. Nehmen wir mit. Natürlich schön zubappe. Hey, kommst du her? Komm. So. Ey, echt jetzt? Hier ist... Alter. Hab ich dich. Da ist eine blöde Fliege, die die ganze Zeit um mich drumherum surrt und eben hat sie mich gestochen. Aber ich hab mich gerächt. Richtig. So, jetzt pass auf. Kacke. So ist denn da jetzt eigentlich die Tür offen? Da kommt doch das Vieh rein. Hör doch auf mit dem Quatsch. So. $71. Das heißt, ich muss noch 2 Gänge muss ich wohl noch machen. Wie funktioniert das? Achso, ja, da hinten hin. Na komm her. Hey, der Scanner ist voll praktisch für Leute wie mich. Hätte ich mir das alles nicht merken. Ah, das ist wieder einfach. Links mit einem frei und dann rechts unten, die 2. Und dann halt rechts unten. So. H33. H1. Das Monster müsste doch mal früher auftauchen, oder nicht? A2. So viel dann zum Thema, es müsste mal früher auftauchen. Ah, guck mal da vorne. Hallöchen. Wieder runter!
Du Affe Zippel. Junge, der ist aber schnell, hey, mit seinen dünnen Stachselbeinen. Das kann ja wohl nicht sein. Mann, 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 Mann. Okay. Junge, ich bin hier voll verkauert hier in meinem Sesselchen. H3. H3, 3. Was will ich denn damit? Ach so, ich dachte... Ach so, das sind einzelne Herzen. Ich habe gerade gedacht, das ist eine Analkette. Wäre vielleicht ein bisschen groß. Naja, von nix kommt nix, ne? Also für ein Herz finde ich es jetzt aber ein bisschen klein. So, diese Krabbler da, sind die einfach nur da, mich zu erschrecken? Das ist alles, was ihr an Jumpscares habt? Übrigens, sowas habe ich auch, also aus Gummi. So ein Herz habe ich auch. Habe ich mir halt hier alles mal, wir haben hier so einen Kostümladen, Gedönse. Und da habe ich mir das gekauft. Einen Arm, einen abgerissenen, also an Halloween halt. Einen abgerissenen Arm, ein Herz und ein abgerissenes Bein. Ja. Warum? Keine Ahnung, so halt. Aus Spaß an der Freude. Oh, das gibt $48. Nee. Achso, 48 habe ich noch. So, genau. Dann zeig ich mal her. Scannen. J31. Das ist ja easy. Halt. Erstmal ein bisschen vorarbeiten. J3, oder? J31. Da ist J1. Ein bisschen runter. Hör ich denn da schon? Nee, das war nur das Geschreie. Das Geschreie machen. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, das Geschreie machen sie öfters. Das Getrappel ist das Problem. Nee, gar kein Problem. Ach ja. So. Den machen wir noch. Und dann haben wir den Tag auch geschafft, finde ich. Ja, wenn der sich mal ein bisschen beeilen würde. So. Ja, aber irgendwie, das Spiel hat halt keinen Sinn im Moment. Also wenn ich halt... Ich meine, wenn sie jetzt irgendwann hingehen und 2 Monster reinbauen. Ja. Also zwei Monster. Komm her, ich scanne dich. Vielleicht kann ich ihn scannen. Nee, kann ich nicht. Wenn sie 2 Monster haben, wo du dann drauf aufpassen musst, dann hast du ein bisschen was zu tun. Aber ja, im Moment ist es dann halt, wenn du die Katze ausschaltest, ist es dann halt zu leicht. Weil du kannst jetzt hier einfach dir Zeit lassen, wie du willst. Und so schwer ist das Schleichen jetzt nicht. Es ist kein Metal Gear oder so irgendwie. Was mache ich denn hier eigentlich? Ich muss doch nach J. Wo ist er denn, der Knispel-Knaspel? Okay.
Ach, da! Kommt von da drüben. Die Lusche. Na, komm du mal schön her. Komm hier runter. Komm hier runter. Uah. Genau, komm du hier runter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich weiß nicht. Junge, ist der schnell. Mann, Mann, Mann. Flutscht der auf dem Bauch hierher oder was? Das kann ja wohl nicht sein. Kannst du vergessen, so schnell wie ich bist du nicht. Oder? Der Typ ist wirklich verkackt schnell. Ja, ja. Schnell, aber nicht schlau. Okay. Ich höre seine Schritte nimmer. Ich glaube, der ist jetzt despawned oder so. Wo bin ich denn eigentlich? Ah, ganz in der Nähe. So. Ich finde auch, dass sich die Ausdauer zu schnell regeneriert. Kannst du quasi... Naja. Ich will jetzt nicht zu sehr meckern. Die regeneriert nur dann zu schnell, wenn man die Katze ausgeschaltet hat. Ach ja. So. Zack. Zack, ab damit. Was? Nein, jetzt muss ich noch ein Dingens machen. Ach Mann, ich habe Etikett vergessen. Ach Kacke. Was passiert eigentlich, wenn da irgendwann mal Menge 2 steht und ich mache nur 1 rein? Also. W36 ist es nicht. Jetzt habe ich 1 vergessen. Halt, falsche Richtung. W36 PQRSTUVW. Da trappelt doch wieder einer rum. Wollte mich wieder erschrecken, der Kollege. Kannst du vergessen. Ich lasse mich durch nichts und niemanden erschrecken. Außer durch Mrs. Wallace. Shit. So. Erstmal gucken. Ah ja. Ah, das sind wieder so Bienchen. So Glühwürmchen, gell? Also jetzt habe ich irgendwie gar kein Monster gesehen. Weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Alter. Hier steht brennbare Flüssigkeit rum. Ich habe jetzt nur so Monstergetrappel gehört von den Bodenkriechern da. Aha. Ist doch noch ein anderer da. Ich weiß noch nicht wo. Ich könnte jetzt einfach ganz außen rum. Oh, da kannst du da hochgehen. Okay. Kann der Treppen gehen? Wieso kann man hier ins Hochregal gehen? Da sind gar keine Zahlen und Nummern dran. Also das ist ja einfach... Ach so. Da hinten ist er. Kann ich da runterhüpfen? Kann ich überhaupt runterhüpfen? Sollte ich das machen, wenn der da jetzt kommt? Wo ist er denn hin? Komm, wir hüpfen mal rückwärts runter. Zack, geht.
So. Ah, Mann, ey! Hör doch auf! Jedes Mal dasselbe hier. Er veräppelt mich. So. Also wir wollen uns jetzt... Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass wir das jetzt halt locker nach Hause bringen hier. Guck. Wir wollen uns so eine Karte da kaufen. So. So. Etikett nicht vergessen. Sendedingens. Komm her. So. Tagespensum geschafft. Reicht mir jetzt auch. Katze streicheln. Zu Bette gehen. Schlafen. So. Ich will mir jetzt beim Tag 5... Ja, kein Versandetikett, bla bla. Beim Tag 5 will ich mir so einen Schlüssel kaufen. Weil da hängt ja auch so Schlüsselkarten. Ich könnte mir vorstellen, dass man die vielleicht braucht oder so. Erstmal gucken, was ich in Bestellungen brauche. Menge 1, ja, okay. P3. Okay, hatten wir auch noch nicht. Dann gehen wir erstmal so einen Schlüssel kaufen. Wo war denn der Schlüssel? Was ist denn das für ein Schlüssel, Mann? Ah. Basement Set. Achso, das kann ich dann da oben hinhängen. Ja, zack. Gibt's da irgendwie... Good job, now give me some food. Okay, alles klar. Ich dachte, da steht jetzt irgendwie eine Pin oder sowas drauf. Okay, ja, aber... Ich habe noch $96. Noch ein Tickethalter, aber brauche ich halt alles noch nicht. Brauche ich vielleicht wirklich... Muss ich vielleicht wirklich Sachen kaufen? Bestimmte Sachen kaufen oder so? Damit ich weiterkomme? Ich meine, ich habe da kein Problem. Ich kann das noch ein paar Mal machen. Ah, guck mal hier. Untergeschoss 2, wo wertvolle Gegenstände gelagert werden. Bestellungen sind am nächsten Tag verfügbar. Aha. Ja, ich mach das jetzt hier einfach, komm. Sag, P306 KLMN OP OP Overpowered. Okay, er ist weiter weg. Drei, vier, fünf, 6. Erstmal verstecken. Und dann in aller Ruhe. Das ist ein J. Beginnend in der Mitte. So, irgendwo schlappt einer rum. Ich habe ihn schon gehört, aber ich weiß nicht wo. Da ist er. Da drüben. So, jetzt gucken wir mal. Kommt er zu mir, ja? Gut. Du ruhig zu mir kommen, du Affe. Kriegst mich nämlich nicht.
So. Die Lusche. Ast rein. Ausgetrickst hier. So, Mann, das ging schnell. So. Zack, zack. Habe ich den drin? Nicht, dass ich ihn vorbeigeworfen habe. Das wäre doof. So. Zack. Etikett nicht vergessen. Na, kommst du her, du? Du kannst auch da unten auf den Tisch kleben. Ich kleb's gleich auf den Tisch hier. Zack. Das war's. Hallo Katze. Was ist denn mein 175? Wäre ja richtig praktisch, wenn ich das schaffen würde. Dann hätte ich nämlich genug Geld. Da hätte ich nämlich 250 für den nächsten Schlüssel. Auch wenn ich nicht weiß, was diese blöden Schlüsselkarten sollen. So, das ist ein T stehend nach rechts gedingst. Ich will trotzdem einscannen. D3. Okay. Na, du machst mir nicht Angst. Alter Schlapperer, du. D32. Der hier. Duck dich mal bitte. Plus. Wo schlappt er denn rum? Irgendwo, ich weiß aber nicht wo. Da ist eine Nische. Erstmal in die Nische gehen, so. Sind wir sicher? Ach, da drüben ist er. Mal noch ein bisschen. Dann machen wir wieder Nischenhopping hier. Guck. Der latscht jetzt da drüben irgendwo rum. Da kommt er gleich. Ja, dann warten wir einfach. Nee, wir laden mal nicht. Wo sind wir denn hier? Im Kindergarten oder was? No risk, no fun. Gehen da mal schön außen rum. Und jetzt rennen wir. Jetzt sind wir nämlich weit genug weg. So, ist ja nur einer da. Von daher I3. Was auch immer I3 ist. Diese blöde Glühbirne da, Hä? Hey, hier ist der Zaun irgendwie komisch. Ah nee, ich bin falsch gegangen. Okay, kann ja mal passieren. So, gucke mal hier. Blub. Hallo? Das war so nicht geplant hier. Ich habe das schon gesehen. So, nochmal. Da, jetzt hat. Muss man wieder angewöhnen, das schon vorzubereiten. Damit ich da vorwärts komme. So. Zack. Und hier noch. Und da und ab damit. Nächster bitte. T307, da war ich schon mal. Es ist zusammen 10. Aber ich kann mir das nicht merken. So. T307. MNOPQRS T zu.
Also, da ist zu. Nicht T zu. Vorne aber auch. T ist rechts. Nerven aus Stahl, sag ich euch. T307 war das. Solange dein großer Bruder nicht kommt, der schon laufen kann, ist mir das gerade egal. Ich laufe halt einfach, hoppala, ich laufe halt einfach sehr, sehr gerne komplett außen rum. Weil da ist er irgendwie nicht so wirklich. Habe ich so das Gefühl. Da drüben muss ich, glaube ich, hin, oder? Was ist er denn? Da irgendwo. Aber ich sehe ihn nicht. Doch da. Da ist er. Kollege. Stürzt ein bisschen rum. Das ist gefährlich. Machen wir besser nicht. Ja, doch, machen wir. Ach, guck mal da. Wir gehen so rum. So. Und dann rennen wir da um die Ecke. So, siehste. Haben wir gut gemacht. Du bist mir auch gerade egal, Junge. Wie gesagt, dein Bruder. Dein großer Bruder. Aber ja doch richtig. Wieso ist denn da kein Licht an? Also. Ich wollte doch hier eigentlich immer schön vorbereiten. Habe ich vergessen. Naja. Machen wir beim nächsten Mal. Also jetzt. So. Einmal Label. Weg damit. Was passiert denn, wenn ich das jetzt noch belabel? Und da drauf mache? Da ist halt nichts drin, ne? Falsch. Ja, okay. Wenigstens ist es weg. Ist doch schon mal was. Moment. Erstmal ein bisschen vorbereiten. So, also. Dann haben wir hier einen wunderschönen CNAP. Q35. Q35. LMNOPQ. Q35. Ich kann da relativ weit runter. Laber nicht. Du machst mir keine Angst. Vielleicht doch ein bisschen. Ist er gerade gestürzt? Wo ist er denn da? Auf jeden Fall weit weg. Blub. Q35. P. Oh, ich bin auf der falschen Seite.
Q35 und ein Penis als Zeichen. Q34. Q35. Ernsthaft jetzt? Man kann das einfach so rausnehmen? Man kann das einfach so rausnehmen, ohne den Code einzugeben? Super programmiert. Ja, super programmiert. Super programmiert, hat sie gerade gesagt, die Freundin. Man kann das Zeug, ob das bei allen geht? Oder nur, der hat jetzt halt so ein bisschen rausgeguckt, weißt du? Der High-Cop da. Trip läuft da. Dann machen wir dasselbe wie vorhin. Wir weichen diesmal 2 aus. So. Und ab hier hört er uns nicht mehr, da rennen wir. Funktioniert recht gut. Okay. Kann das Zeug einfach so nehmen. Das wäre. Kann ich auch hier was rausnehmen? Nee, es wird wahrscheinlich erst reingeladen, wenn du wirklich was drin hast. Sonst müsste ja der Computer 1000 Regale Items berechnen. Da bräuchten sie ja wirklich Amazon Warehouse-Dinger. So. Einmal Hi, kommt vorbei. Was passiert, wenn ich da noch einen reinmache? Dann freuen sich doch die Leute, oder? Wenn sie dann 2 kriegen anstatt einen, kriege ich dann einen Bonus? Höchstwahrscheinlich nicht. Also ich würde mich darüber freuen. Ich habe schon mal beinahe. Hallo? Komm her. Geht nicht. Beinahe hätte ich vergessen. So. Ich habe schon mal so kleine Metall... Finde ich jetzt nicht gut. Ja, jetzt kriege ich es abgezogen, weil ich zu viel reingemacht habe. Mann. Hallo. $30, boah, ey. Mit dir da eigentlich? So. Was sind wir denn? Das reicht nicht, ich muss noch 2 Runs machen. Oh, F2, da war ich schon, also im zweiten Dingens F2.1, da war ich schon lange nicht mehr. So, F2.1, das ist ja direkt hier. Da liegt... Da liegen wieder Sachen rum. So, jetzt ist die Frage, Moment, ich kann ja mal gucken. Ob das ist, also ob der das einfach nur rausgeräumt hat, ob das vorhin Zufall war. Also ich dürfte hier richtig sein. Ich muss F2.1, ja. Das ist direkt über mir. Da ist nichts drin. Ich glaube, die Sachen, das ist so geplant gewesen, dass da Sachen einfach rumliegen. Bleib mir bloß vom Leib, gell? Das ist geplant gewesen, dass da Sachen manchmal einfach rumliegen. Könnte ich mir so vorstellen. Ich könnte jetzt trotzdem hingehen und das Ding öffnen. Aber eigentlich... Weiß ich nicht. Ich mal gucken.
Das ist genau das, was ich brauche. Ne? Das ist genau das, was ich brauche. Das lag da halt einfach auf dem Boden. Drüben kommt er jetzt wieder beigeschlappt. Sorry jetzt. Das war mir jetzt unnötig. Eigentlich haben wir jetzt nur ein bisschen Zeit verplempert. Ist aber nicht weiter schlimm. Hallo. So. Na komm, während der da rumwatschelt, kann ich auch noch ein bisschen was trinken. So, unnötig Zeit verplempert, gibt Schlimmeres. So, gucke. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiter nach rechts rücken. Ah, das kann man nicht nehmen. Wäre lustig gewesen. Wenn man das gleich hätte nehmen können und gleich rein und gut ist. Naja, ich hab ihn wieder vergessen hier. Was ist denn das? Sind das eigentlich Eier oder was? Also schon wieder? Zählt das als verpackt? Ja, gut. Hallo. So. Das war Nummer uno. Einer fehlt noch. 29 Dollar nur. Ist ja nix. Ist ja nix. Da stehe ich ja morgen nicht auf. Stehe ich da nicht. Ja, ja. i302 und es gibt 34 Dollar. Immerhin. i3. i3 war mein erster guter Prozessor. War ein i3. Hoppala. EFGHI. Also ich habe ja immer irgendwie so uralt Prozessoren gehabt. Diesmal ist er recht flott. Also recht nah irgendwie. Ich habe immer so uralt Prozessoren gehabt. Also, was weiß ich was. Und dann habe ich mir irgendwann mal... Ja komm, jetzt hauen wir mal richtig auf die Kacke. Dann habe ich mir ein i3 gekauft. Krass. Und man muss aber dazu sagen, dass ich kein Gamer war, also kein PC-Spieler. Ist das noch von vorhin? Ja. Ich kann es einfach so rausnehmen. Er hat mich eigentlich hätte er mich sehen müssen. Ja. Eigentlich hätte er mich sehen müssen. Ich habe ihm direkt in die Augen geguckt, aber jetzt zu spät. So, ja, ich war kein Gamer und deshalb hat ein i3 dicke gereicht für das, was ich gebraucht habe. Also quasi alles. Und das Maximale, für was ich es gebraucht habe, also wo Rechenpower benötigt hat, war halt, wenn ich mal irgendein Bild in GIMP gedingsbumst habe. Aber halt auch nicht wirklich oft, weil war noch nichts mit YouTube und so. Also, da war noch nichts mit mir und YouTube, so mit Videos machen und so. Und deshalb hat da ein i3 auch dicke gereicht. Und dann war die Sache gut. So, wie komme ich denn jetzt eigentlich da drauf? Ich habe keine Ahnung. Ach ja, weil ich gerade an i3 musste, so. Na komm her. Zack. Ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie gehört, ich weiß nicht, ob es ist, dass die neuen, die Core Ultra, die aktuellen, dass da gar kein i3 mehr gibt. Also kein Dreier. Es gab ja halt, naja, also grundsätzlich i3, i5, i7, i9. Ja, ja.
falsche Gegenstände. Und dass jetzt die Dreierreihe gar nicht mehr gibt, sondern das gleich mit 5 oder so. Ich habe mich aber auch mit den Core-Dinger nicht befasst. Ich weiß halt... Mach mal ein anderes Lied drauf. Ich weiß halt... Menge 1. B1, M1. Was ist ein B1? Die ganze Zeit war es WH. B1, M1. Warte. So. Noch in den Shop gehen. So, jetzt kaufe ich mir diese Schlüsselkarte. Ich weiß aber halt nicht, was das da soll. Keine Ahnung, ich kaufe es einfach mal. 800 das nächste. Geht's noch? Basement 2 Certification. Certification, Bottom Text. Okay, alles klar. Ja, dann ist ja alles gesagt, glaube ich. Auch da würde ich mal gerne reingehen. Das ist meine Katze. Da. So. Ich habe noch 43 $. Ich brauche 225, also knapp $200 bräuchte ich. Und das gibt 57. Ja, geil. B1M13. Was zur Hölle ist das? Ist das irgendwie zweites Stockwerk? Ah, ich sehe schon. Ja, ist es. Ab jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller. B1. C. Kann ich den nehmen? Nee. B1. Aber wie komme ich denn dann da hoch? Müsste da halt irgendwo eine Leiter oder so sein. B1M13. Wo ist denn da die nächste Leiter? Okay, das wird jetzt interessant, weil auch mit der Leiter kommst du doch nicht hoch. Und wenn du oben bist, gibt es da doch gar keine Monster. Oder bisher gab es keine Monster. Ist denn da eine Leiter? Ach, da. So, also da ist keine Stufen, um hochzugehen. Wo sind da Stufen? Da drüben ist so ein orangener Balken. Seht ihr? Blob. Seht ihr den? Ich gehe da mal hin. Ist das vielleicht... Es sieht so seltsam aus, weißt du? Ist das vielleicht, dass da die... Was ist das? Ah, okay. Habe ich also richtig gesehen. Das ist quasi, um oben hinzukommen. Ja, die Frage ist jetzt halt, ich bin jetzt sau weit weg. Ich bin bei... Keine Ahnung. Wie komme ich denn da rüber? Hä? Ich meine, ich kann jetzt nicht einfach da rüber latschen. Geht ja nicht. Was denn ist so ein Hochregal nicht gedacht dafür? Ja. Muss ich jetzt Gabelstapler fahren oder wie? Kann ich Gabelstapler fahren? Oh, das wäre cool. Würde ich die Fuzis da aufspießen. H3. E3, D3, C3, B3. B3?
Das muss da oben irgendwo sein, aber wie... wieso ist da eine groß... Ah, was ist denn das für ein Quatsch da? Was soll denn das? Wieso ist da eine Killerkiste, die mich anhüpft? Okay. B3? Kann aber auch nicht höher. B3? B3 M1. Hä? Wie soll ich denn da hochkommen? Geht das gerade nicht. Ja, ja. Drüben läuft er. Kann aber auch nichts irgendwie woanders irgendwie was eingeben. Ja, also natürlich nicht. Okay. Blöde Schachtel da. Was ist denn da ein orangener Strich auf dem Boden? Wieso ist die Musik jetzt so komisch? Ich komme da halt nicht hin. Also ich muss ja zuallererst mal B3, das wäre hier. Und da dann hoch. Ich komme ja aber gar nicht hoch. Ach, da geht's rüber. Hallo. Geht's da auch rüber? Da oben? Nee. Weil guck, das sind so Dinger, da kannst du dann rübergehen. Leitern oder so gibt's ja hier nicht. So. Ja, ja, komm du. Ja, ist das ne? Ist doch alles in Ordnung, Junge. Da kommt jetzt hier wieder zurückgeschlappt, richtig? Ja, klar. Würde ich genauso machen. Jetzt muss ich halt gucken, wo dann hier die Leiter weitergeht. Also da ist ja keine Leiter mehr, ne? Da oben. Also so mit Leiter meine ich natürlich so eine Brücke. Brücke, genau. Da oben ist noch eine Brücke. Jetzt ist er verschwunden. Ist da irgendwo noch eine Brücke? Ja, da hinten. Okay. Da sind also noch Brücken. Dann kann ich da hoch. Okay, alles klar. Alter! Ja. Hat er gedacht, der Kollege. So, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo die Brücke war. Ah, ihr Leid, ihr Leid. Du hast das irgendwie mit Kisten. Ja, ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hin muss. Aber Mann, ich bräuchte so einen Zoom. Also, wo bin ich denn hergekommen? Wo ist er denn jetzt halt hin? Hört er wieder auf zu laufen? Pass auf. Ich suche Brücke. Brückelinskis. Da sind Brückelinskis, okay. Das heißt, ich könnte, wenn ich da drauf kommen würde, das wäre gut. So, ich muss also jetzt erstmal auf das Regal rechts von mir drauf. Da geht's nicht weiter.
Und da oben auch nicht. Das heißt, ich muss irgendwie da drauf. Ja, ja. Aber wie? Zum Knie. Ich check's nicht. Also ja, ich check's schon. Ich musste halt irgendwie drauf. Aber ich weiß nicht wo. Drüben sind auch Brücken. Die Brücken da drüben bringen mir aber nichts. Ich muss hier. Hier muss ich hin. Wo ist er denn eigentlich? Ach, da. Ja, ja. Pencil da rum. Sag mir mal lieber, wo ich hin muss, du komisches Trottelvieh. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Hat keiner was getan. Also zwischen den Dreiern, also ich bin jetzt hier in dem dritten Dreierabschnitt, da gehen immer so Brücken links und rechts drüber. Aber irgendwann hören die auch auf. Glaube ich. Da wieder zurück. Der hier ist, kann ich mich mal ein bisschen umgucken. Oder muss ich jetzt doch noch mal hochgehen? Da ist ja, ich habe bisher im ganzen Lagerhaus nur eine Treppe gesehen. Oder hast du noch eine gesehen irgendwo, Kollege? Das heißt, ich gehe jetzt weiter darüber. Alter, wirklich, jetzt willst du mich veräppeln oder was? Ich muss da weiter rüber, aber wenn nicht, wenn der da dauernd rumschleicht. Ah, guck mal, da kann ich ein bisschen weiter durchgehen. Da hinten ist er. Da hinten muss ich hin. Aber ich glaube nicht, dass da die Brücke bis da rüber reicht. Aber ich habe keine andere Idee. Ich habe einfach keine andere Idee. Ich muss mich da wohl besser umgucken. Da kannst du vergessen. Geht keine Brücke rüber. Der weiß, was ich vorhab, der Naftel. Guck, wie er jetzt da rüber schleicht. Natürlich an die Brücke, an die Treppe. Hochgehen kann er, glaube ich, nicht. Und ich mich schon gefreut, weißt du? Dass ich hier 57 Geld dafür kriege. Ja, nix 57 Geld. Wenn ich den Weg nicht finde. Wenn ich da durchgehen, ich kann doch nicht mal durchgehen, siehst du? Okay, ich will besser umgucken. Nee. Es gibt hier nichts, kannst hier nicht durchgehen. Kommst du nicht durch? Ist halt auch nirgends eine Brücke. Ich fange erst irgendwie da drüben an oder so. Ja, aber das ist doch dumm. Ja, aber das ist doch dumm. Dumm ist das. Da drüben sieht es noch komisch aus. Ach, das ist eine Brücke. Ernsthaft jetzt?
Der kann Treppen steigen? Das finde ich nicht witzig. Mach, dass du abkommst, Junge. Keine Zeit für deinen Quatsch da. Okay, ich probier's jetzt mal weiter oben. Ja, weil... Ob ich irgendwo noch eine Leiter finde? Es ist aber auch kacke schwer hier im Dunkeln, wenn mir die ganze Zeit hier da... Ich habe aber auch keinen Bock, die Lichter da auszumachen. So, jetzt bin ich hier komplett falsch. Ich bin komplett am anderen Ende. Ich laufe jetzt ganz oben rum, ne? So. Kann man hier vielleicht mit Gabelstaplinski fahren? Nee. Nix Gabelstaplinski. Hubwagen. Ich kann ja auch nirgends drauf hüpfen oder so. Geht ja auch nicht. Da guck, da sind wieder Brücken und alles. Aber auch keine Treppen. Die einzige Treppe war die da unten. Und die bringt halt 0 für mich. Weil die nicht da runter führt. Ja, ja. Muss doch irgendwo einen Aufzug oder sowas geben. Menschenaufzug. Ich hab keine Ahnung. Was ist denn das da? Ja, die Kisten halt einfach. Gibt keinen Menschenaufzug. Das da sieht mir halt aus wie ein Aufzug. Aber es ist jetzt auch nicht irgendwie, dass ich da hochklettern könnte. Hoppala. Ja, ich glaube, der hat's auch schon aufgegeben. Der Knecht. Denkt, ey, Junge, der ist so doof. Der verhungert hier drin. Den lassen wir einfach. Ich gehe mal jetzt da runter. Das ist hier aber auch jetzt nicht irgendwie... Hier irgendwo hochklettern? Ich glaube, Klettern ist, also so Leiter-Style-mäßig, ist nicht vorgesehen hier. Fehlt mir irgendwas? Brauche ich irgendwie einen... Keine Ahnung. Staplerführerschein? Das wäre lustig. Da, guck, da kannst du einfach rüberlaufen zu E und dann zu D, da unten und dann hier wieder darüber, ja, so. Also dann wären wir ja schon da. Was ist denn das da? Ja, das ist Sackkarre. Sackkarre. Hier, lass mich mal raus. Nee, ich hab keine Ahnung. Da ist wieder die Taschenlampe, die ich nicht nehmen kann. Da liegt einer mit Unterhose, guck mal. Beinripp von Schießer, jawohl. Hat ihm auch nichts geholfen. Oder ziehen die mich hoch? Hallo? Ihr da oben? Könnt ihr vielleicht mal runterkommen und mich hochziehen oder so? Das fängt ja schon wieder an rumzulatschen. Kollege, lass mich doch in Ruhe. Hör mal,
Also meine Lust ist gerade auf 0 gefallen. Ich höre doch, dass da einer hochgeht. Ja, aber... Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Ich komme hier nicht weiter. Ich weiß, wo ich hin muss, aber ich weiß nicht wie. Weißt du es vielleicht? Du Dappnickel, du. Hier. Guckt. Ich muss B1. Oh, fuck. Warum sagt ihr mir denn, dass ich doof bin? Mann, ey, das ist B1. Ich bin B3. Wenn ja meine Freundin, anstatt Monster Hunter Wilds zu spielen und genervt zu sein, zumindest sollte sie von Monster Hunter genervt sein, so wie ich genervt bin von Monster Hunter und Wilds, wenn sie mir da helfen würde und fleißig mitgucken und mir da Tipps geben würde. Nee, stattdessen drückt sie sich da drüben rum, spielt Monster Hunter auf der Couch und ich suche mir hier einen Wolf. Ja, Moment. Haha, Choke is on you. Komm hier trotzdem nicht hoch. Ich kann ja nochmal B1 gucken. B104. B106. Da ist jetzt hier B1 zu Ende. Kann ich das da runterklappen? Nee. Haha. So. Von wegen. Ich bin doof. Also ja. Natürlich bin ich irgendwie doof. Da. Kannst du Bein. Kann ich schon mal ein Bein hochschmeißen oder was? Es gibt hier keine Treppe zum Hochgehen. Es gibt hier keine Treppe zum Hochgehen. Also bringt mir das hier auch nichts, dass da so Dingen sind. Wenn ich halt nicht hoch kann. Da muss ich mir eine Leiter kaufen. Was war denn das da? Nix. Ich mit den Beinen. Ja. Was schleppelt da? Jetzt bin ich schon bei R1 und immer noch keine Leiter oder keine Stufen hier. Nee, sorry, aber ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich hochkomme. Ich weiß jetzt, also jetzt weiß ich, also ernsthaft jetzt weiß ich wirklich, wo ich hin muss. Ich muss B1. Ja. Ich kann vielleicht mal gucken, dass ich nach M1 mal gucke. Da, guck. Da, mach mal. Hier, Palette. Stell mich drauf, fahr mich hoch. Ich habe früher in meiner Lehrzeit hat das mal einer gemacht, hat im Lager. Ja, hier fahren wir Lager und gehen wir da oben das Ananas holen. Und wir waren zu zwei Lehrlinge, also wir waren 2 Lehrlinge und eine Lehrlingine. Ach, da drüben läuft er. Und der eine hat mich dann halt mit dem Stapler hochgefahren, so richtig wie sich das gehört. Palette auf die Gabel drauf und hoch. Keine Sicherung, kein gar nichts. Richtig hardcore halt. K. N. Hier ist M.
M103. M102. Ja, jedenfalls hat er mich dann halt hochgefahren bis unter die Decke. Mitten im Lager, also der Hochregal ungefähr hier, also quasi genau in der Mitte, bis unter die Decke quasi, so dass es darüber 2 Meter waren und darüber zu dem Regal 2 Meter und dann ist einer rauchen gegangen. Ja, konntest du halt nichts machen. Habe ich halt drauf gesessen und hab mit den Beinen gebombelt. Weil konntest nichts machen, du konntest dann ans andere Regal springen, weil zu weit. So, ich will übrigens M13. Ach, da drüben ist er. Ich komme aber irgendwie hier nicht vorbei. So wirklich. Ja, dann habe ich halt da oben gesessen und habe halt gewartet, bis er wieder kommt und bis er mich wieder runterfährt. Ja. Das war mal eine lockere Viertelstunde, 20 Minuten, wo er mich da hat hängen lassen. Fünf, 4. Alter, wie soll ich denn da reinkommen? Es gibt kein 3. Ja, wie schwasch, wusch, wusch. Das ist 1-1. Das ist 1-2. Das ist M3. Das da. Aber es ist ja 2. Stockwerk. Da komme ich ja gar nicht hin. Ist doch Kacke. Ja. Ein anderes Mal wieder mit demselben Typ, wieder dasselbe Lager. Hat er so zu mir gesagt, hier, pass auf, er klettert da hoch und er schmeißt mir dann so eine Sache runter. Und dann ist er so hoch, weißt du, so, trip, trap, trip, trap, trip, trap. Warte mal, ich muss mal gucken, wo das Monster ist. Trip, trap, trip, trap, trip, trap, so diese Höhe. Trip, trap, trip, trap, trip, trap, trip, trap, so diese Höhe. Und von da ungefähr hat er dann einen Sack runtergeschmissen. Und ich stehe halt da unten und er so, fang schon, ne? Also, fängst du ihn? Und ich so, nö. Ja, okay, er kommt. Und dann hat er halt einen Sack runtergeschmissen und ich stehe halt da unten und hab dann halt so gestanden. Und dann bin ich einen Schritt nach hinten gegangen, weil ich lass mir hier nicht einen 25 Kilo Sack oder was das Ding gewogen hat, von irgendwie 6 Meter Höhe. Das fängst du nicht. Da fängst du dir eine und ihr haut das Kreuz durch oder so. Spaghetti. Hat die Freundin letztens auch gemacht. Waren so japanische Nudeln oder so mit Teriyaki-Soße. Sahen irgendwie genauso aus, nicht so dick. Ja, auf jeden Fall ist der Sack dann natürlich runtergefallen, kaputt gegangen. Lager hat ausgesehen wie Sau. Und dann hängt er noch da oben in 7 Meter Höhe. Ja, warum hast du ihn nicht gefangen? Ja, warum habe ich ihn wohl nicht gefangen, du Affe Zippel? Weil ich nicht doof bin. Ja. Dürfen wir das Lager putzen. Ja, wobei ich mich aber frage, ja, warum musste ich da das Lager mitputzen? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe noch nicht mal gefangen. Ich meine, wenn ich gefangen hätte und keine Ahnung, das Ding wäre mir auf den Kopf gefallen, die 25 Kilo von 7 Meter Höhe. Oder ich hätte ihn gefangen und es hätte mich dann nach vorne gerissen und ich hätte mir das Kreuz gebrochen. Hätte ich dann auch nicht das Lager, hätte ich dann auch das Lager putzen müssen oder so? Das ist kacke, ich sag dir, das ist voll unfair gewesen alles. So, ich hab jetzt keinen Bock mehr. Was ist denn das da eigentlich? Ja, das ist mein Häusler. Ich bin noch nicht fertig. Da liegen Pakete, da gehe ich jetzt halt hin. Vielleicht wollte er mich nur veräppeln, weißt du? Alter! Ich habe das erste Untergeschoss gefunden. Untergeschoss 2. Human Resources, ja klar. Gibt's hier... Gibt's... Eis. Gibt's hier vielleicht irgendwo die Steuerung für das... Oh, das ist jetzt ein Witz, oder? Moment! B1. Ich glaube, das steht für Basement. Kann das sein? WH steht für Warenhaus.
Ich hab's raus. Ich hab's raus. B1 steht wohl für Basement. Und da suche ich jetzt M1. Und zwar Basement 1. Hab ich. Oh, hallo. Untergeschoss 1. Sag mal, hast du dich verlaufen oder was? Bist du dasselbe wie von da oben oder wie? So, jetzt suche ich hier M1. So. Ja, sorry, hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Wo ist er denn? Ach, da. B1, da, guck, B1, D1. Jawohl. F1. Jawohl. Schumacher. Alter, da muss man auch wieder zurückfinden hier. H-I... J-K-L... Alter, ist das ein Warenhaus. B1, M1, 03. Das wäre daneben. Erstmal Lage checken. Sehe ich das richtig, dass ich hier ein paar Katzen einsammeln muss? Wo ist er denn, der Vieh? Da hinten tänzelt er rum. Den kriegen wir locker hin. Aber warte mal. Zack. Da ist eine. Hier. Er mit. Ich nehme noch eine. Ja, mal auf rumzuplären. Zack. Ah, das ist gar keine Katze. Das ist ein Fuchs. Okay. Ich schätze mal, dass ich da rüber raus muss. Ich weiß aber auch nicht. Ich kenne mich hier nicht aus. Das ist irgendwie total verklinkert hier. Naja, wenigstens kommt jetzt zu der nicht mehr gruselig Komponente, weil ich ja die Katze ausgeschaltet habe. Ich muss es immer wieder sagen. Es liegt nicht am Spiel. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Wenigstens kommt da jetzt noch ein bisschen... ja, super. Ich wollte gerade sagen, wenigstens kommt da jetzt noch ein bisschen... Dingensfindung. Orientierungsgedönse dazu. Auch eine Sache, die ich nicht kann. Wenn wir uns da nur erwähnt haben. Ich hoffe, dass der hier nicht rauskommt. So. Hier übrigens, da geht es ins Untergeschoss B2. Wo denn? Also habe ich da auch schon eine Karte. Für B2, ja, ist egal. Wir machen das jetzt erstmal fertig. Okay. Sorry, das war ein bisschen, ja, war nicht gut. War nicht gut. Also ich bin mit dem Warehouse bin ich fertig. Das haben sie aber auch wirklich nicht erklärt, muss man dazu sagen. Hätten sie auch wirklich sagen können, dass das jetzt was Neues ist. So, rein mit dir, du blödes Vieh. Nein, das ist ein schöner, lieber Fuchs. Aber holla die Waldfee. Ja, das ist ja nix für Leute mit ohne Orientierungssinn und... Ah, Junge. So. Jesus, nee. 1:33 Uhr. Stimmt gar nicht. Das ist 21:34 Uhr. Ach, stimmt. Guck mal, hier sieht man die Uhrzeit. 30.11.24. Moment, 30.11.? Ist das nicht die Nacht vor Halloween? Nee, warte mal. Es ist Halloween. Also das ist der Halloween-Morgen. Die Nacht von Halloween ist es noch nicht. Okay, alles klar. So, jetzt aber. Was? Ich bin einen Monat zu spät? Ist Halloween im Oktober? Oh. Ja, stimmt. Ich wusste, dass es am 31. ist, aber ich wusste nicht mehr welche. So, jetzt hat hier. B1 habe ich gefunden. Bin ja nicht doof. D2, 4. So, das muss jetzt aber ein bisschen flotter gehen hier. Kann ja wohl nicht sein. So, jetzt macht es irgendwie wieder Fetz. Ich wollte eigentlich schon aufhören, weil ich mir so dachte... ich weiß nicht, wie es weitergeht.
So, rot ist Untergeschoss 1. Und ich muss D2, 4. Aber doch nicht so. Ich gehe da hinten rum, so wie vorhin. Da kommt man doch direkt vorbei. Glaube ich. Oder? Was ist das da? B1. Huch. Oh, da hinten ist er. Da, guck, da drüben. B. Ja, ja. Der macht mir nichts. C. D1. Oh. Problem ist, der kann ja jetzt gar nirgends anders hin. Der kommt ja da gar nicht durch. Guck. Ja, ja. Brauchst dich nicht aufzuregen. Kann ich doch nichts dafür, wenn du so dicke Hüften hast. Junge. Oh, oh, was ist mit dem? Guck mal, der ist zugekettet. D1 ist dann das da? Ich muss D2. Sorry, ich darf das Ding jetzt nicht rausholen. Es nervt ihn. Okay. D1, B1, B1, D1, also D1. Ich brauche D2. Es gibt hier kein D2. Was ist denn hier D2? Ach Mann ey. C1, C1, F1. Also hier sind die lauter 1, das heißt ich muss da rüber oder wie? War ich ja doch richtig? Da drüben latscht da rum. A1. Kommt er da durch eigentlich? Junge, der hat auch einen ganz anderen Kopf, oder? Kann das sein? K2, ich muss da rüber. Ja genau, geh du mal dahin. Ich will mir den eigentlich schon mal angucken hier irgendwie ein bisschen. Ja, es geht gerade nicht. Ja, der hat auch irgendwie einen anderen Kopf. G2, F2, D2. D2, 3? D2, 4. Ja, nehme ich mit. Kann man gebrauchen. Ah, guck. Das ist sogar das, was ich brauche. Was ist das? Untergeschoss 2. Da muss ich noch nichts holen. Da drüben latscht da rum. Ich muss mal gucken, dass ich ein bisschen im... Der ist jetzt hier drin. Sag mal, habe ich da gerade von rechts noch einen Schrei gehört? Scheiße, er dreht sich rum. Okay, hier bin ich hoffentlich sicher. Kannst du vergessen, alte Knüppelkuh. Wieder beleidigt von dannen. Ich komme doch da drüben raus, gell? Ja, da komme ich raus. Okay. Jetzt aber.
Jetzt aber schnell hoch. So. Junge, das grenzt ja an Arbeit. Wo muss ich denn hin? Da. So, jetzt. Habe ich jetzt das Dingens verloren? Tatsächlich, das eine habe ich verloren, was ich in der Hand hatte, vor lauter Schreck. Muss ja aber nur eins holen, also habe ich ja auf Halde. So, das ist richtig entspannt, dass man das hier jetzt machen darf. Zack. Achso. Natürlich Paket draufstellen, sonst geht das nämlich nicht. Junge, das ist ja hier. So, was haben wir hier? Menge 1. Ja, komm her. B2, 4. Na, komm her. B2. Ne, B1. Ja, Basement 1 halt. B2, 4. No problemo. B2, 4. Dann lassen wir gleich mal hinter uns. Oh. Du Knispel, du, hä? Lass dich mal an, guck mal, Mädchen. Da dreckige Füße will ich eigentlich nicht sehen. Mir egal. Ich muss wieder darüber. Ich muss wieder darüber. So ungefähr. Dann hier. Jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. Wer ist das denn? Wie ist er denn? Oder sie? Da drüben. Okay. So, da drüben ist sie. Und die geht jetzt wohin? Hallo. Junge, dein Kopf wird immer dicker. Muss ich natürlich aufpassen. Hallo. Ich will, dass er da rüberkommt, weißt du? Ach, jetzt geht's in die falsche Richtung. Yeah. Ach, jetzt geht's auch noch da rein. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Also da drüben müsste jetzt da drin rumschlappen, ne? So. So, hier bin ich sicher. Da drüben ist sie. D1. Mal drauf gucken. Hoppala. B2, 4. B2, 3, 4. Wir machen wieder unseren alten Trick. Der da lautet. Oh, diesmal geht's nicht. Schade. Alter, muss ich das jetzt richtig aufmachen hier? So. Jetzt ist sie da wieder drin, ne? Wie sieht der denn aus? Jetzt hat er denn irgendwie so Ketten um den Kopf. So, das hätten wir.
mag das Lagerhaus hier nicht. Mein ja nur. Das Ding ist jetzt halt... Das Problem, was ich jetzt gerade habe, man kann hier okay Geld machen. Meine 57, ne? Es ist ein bisschen verklinkert, aber geht noch, geht noch. Hallo. Die Frage ist jetzt, um die letzte Karte zu kriegen, den letzten Zugang, brauche ich 800 Geld. So. Ob ich das jetzt hier hole, das Geld, oder ob ich halt so richtig, wie sich das gehört, Story weitermache. Ja, passt. Sieht kacke aus, macht trotzdem Spaß. 182, das heißt noch 1. So. Ja, ja. Das ist ein L. Abscannen. So, weißt du, ich kann dir mal zeigen, was ich meine. Hier die Schlüsselkarte für Human Resource. Kostet 800. Ich könnte halt hingehen und könnte halt... Ja, komm, weißt du, jetzt fertig machen und nächster Tag oder weitermachen. Wenn ich weitermache, könnte ich einfach so viel Geld sammeln, bis ich irgendwann 800 Geld zusammen habe. Oder aber ich gehe nicht schlafen und tue stattdessen einfach weiter hier im Untergeschoss 1 Zeug sammeln und krieg dann jedes Mal $62 oder so. Da müsste ich aber halt 10 Aufträge, über 10 Aufträge machen. Ja, nee, ich glaube, wir machen das schon. Wir gehen dann ins Untergeschoss 2, da wird es da hoffentlich mehr Geld geben. Wir werden sehen. E24. E24. So, diesmal bin ich nicht so doof. Geh gleich hier rum. Ich muss irgendwo da rüber. Ich kann mich ja trotzdem mal ein bisschen umgucken, was hier noch so alles ist, ne? E24. Ja, ich bin doch im falschen Gebiet. Ich weiß, ich muss da raus. Wo ist er denn gerade? Ganz da hinten, schätze ich, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. So still. E24. Komme ich nicht durch. E21. Da liegt schon wieder Zeug rum. Ist das vielleicht das, was ich brauche? Nee. E24. Oh shit. Der kommt irgendwo her. Erstmal verstecken. So. Dann einmal L. Und gucken, wo er denn gerade ist. Ah, da hinten. So. Es ist keiner da und ich bin blöd. Ja, da freut er sich. Da freut er sich. Guck mal, der ist doof. So. Wenn wir schon mal hier sind. Mach mal den Chat hier aus. So. Sorry. Ja, ja. Ach, der kommt da gar nicht hin, ne? Ja, genau, da muss ich hin. Mach mal bitte auf und hol mir das Zeug. Und hol mir das Zeugs raus. Sag mal, hast du eigentlich auch ein Loch im Bauch? Ja, der hat auch Hunger. Der hat auch ganz böse Hunger. Ich übrigens auch. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Ich bin nach Hause gekommen von Arbeit und habe eine Mate getrunken. Oh, jetzt bist du schnell hier hingekommen. Und ich habe Reis. Ich habe gestern schon Curry gekocht.
Nein! Nein, 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 nein! Ach Mann, ich war zu unvorsichtig. Ja, ist ja gut. Ich war zu unvorsichtig, aber dieses Mal geht's schneller. Weil ich jetzt weiß, wo das Dingens ist. So. Och Mann. Och Mann, och Mann, och Mann, och Mann. So, jetzt pass auf. Was haben wir uns denn eigentlich bestellt gehabt? Die Karte fürs zweite Stockwerk haben wir uns gekauft. So. So, gut. Okay, Speedrun. Also, ja, ich bräuchte eventuell noch eine Bestellung, das wäre nicht schlecht. B1, D2, das L. Guck mal, das war genau das, was wir eben gemacht haben. Hier, sag mal, wo ist denn mein Handscanner? Muss ich den jetzt extra nehmen oder was? Das ist ja auch mal doof. So. D2. Hier, das war da, wo ich gerade war. Oder? Weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es da hinten, das weiß ich. D2, 4. Wo ist er denn? Oder zählt der erste noch nicht? Ah, natürlich ist er schon da. Diesmal muss ich vorsichtiger sein. Drüben läuft er. Ach, jetzt kommt er auch noch hierher, oder wie? Ich komme doch hier. Oh doch, ich komme raus. Ich komme raus. Ich muss aber schon darüber, ne? Ist er schon drin? Also da drüben irgendwo ist er, ja. So, ich gehe mal hier durch. Solange ich nicht genau weiß. Oh, da kommt man auch durch. Warum sagten die das keiner? Haben wir wieder was gelernt, ne? Aber wo? Wo ist er denn? Komm her. Zack, eine für Mama, eine für Papa. Oh, diesmal ist es gar kein Helm oder was es war. Ich weiß halt nicht, wo er gerade ist. Ach, da drüben ist er. Ja, ist mir doch egal. Da komme ich durch. Ja, komme ich durch, aber es bringt mir nichts. Ich merke schon, dass ich unvorsichtiger werde. Oh ja. Oh ja. Ist jetzt ganz hinten rum, Kollege. Was will ich eigentlich machen? Er geht jetzt da rüber, oder? Ja, klar, dann gehe ich da drüben durch. Aber natürlich warte ich noch, bis er ein bisschen weiter weg ist. So, habe ich wieder was gelernt, dass man hier durchgehen kann. Irgendwo. Da. So. Da war der ruhig watscheln. Ist mir gerade egal. Sehr schön. Habe ich quasi eine Abkürzung gefunden. Aus Versehen.
Ich glaube, die meisten Abkürzungen findet man aus Versehen. So. Und mal hier lecker Werkzeugkoffer wegbringen. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Speedrun. Wenn wir das da schneller loswerden. So. Alles klar. Nein. Nein, komm mit. Ich muss da rein. Muss da rein! So. Na komm her. Hier ist es nicht. So, $62 schon mal verdient. Sehr gut. K14. K1 ist relativ weit vorne. Okay. K14. 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 Könnte es sich dann vielleicht wirklich rentieren, hier rum zu gehen? Was ist das da? E. Hallo. H-I-J-K-1. Alter. Was ist doch das? K1, 2, 3, 4. Gucken wir mal, ob wir das so rauskriegen. Nee. Nee, leider nicht. Wohl. Ist ja schlimm hier. Muss man das Ding benutzen, das Spielen, wie es vorgesehen ist, ist ja eklig. Ja. Guck. Der klopft. Alter, hör doch mal auf mit den Geräuschen hier. Ich hab schon wieder vergessen, wie das Ding ist. Mann! Hör doch mal auf, da rumzulaufen. Unten links, also quasi eine umgedrehte 1 und rechts unten. Wo ist er denn? Da hinten. Hat er mich gesehen? Der gedachte Kollege, hä? Ah, der falsch gedachte Kollege. Gerade hierher gewatschelt. Meine Freundin gibt Kommentare ab und sieht gar nicht, was ich mache. Ist immer noch am Monster Hunter zocken. Macht aber nichts. So, gucke. So, ich glaube, das war jetzt der Standpunkt, wo wir vorhin gestorben sind. Wir sind ja nicht gestorben, wir sind zu Tode erschreckt worden, was quasi Sterben ist, wenn man stirbt. Wenn man tot ist, meistens. Egal. So. So. Bisschen Pflaster drauf. Nein. Zukleben. Jetzt fällt ja das Zeug raus. Das wollen wir nicht, ne? So, 119. Das heißt noch zweimal und dann... Na komm her. Ein einfaches J. B204. 63 Geld. Also sind es Euro oder Dollar, egal. 63 Geld.
B204, soweit ich mich erinnere. Oh. Ja, das war dumm, ne? B204 und es war ein J. Okay, dann gehen wir hier schon mal nicht lang. Zumal ich ja eh hier eine Abkürzung gefunden habe, quasi. Er ist jetzt ganz da oben im Eck, da kann er ruhig bleiben. B204. Ich guck mal, ob ich hintenrum irgendwie gehen kann. Ich will da jetzt nicht ganz direkt außenrum gehen, sonst sieht er mich ja. Aber der müsste noch ganz da oben sein. C1. B2. 04 und das war ein J. Rosie Reds, ja dann. Ich gehe mal gleich die Tür aufmachen fürs zweite. Weil wir es können. Einfach weil wir es können. Junge. Nimm das doch gescheit in die Hand. Was ist denn da los? Egal. Moment, wo ist er? Du kommst hier nicht durch. Hoffe ich. Der war knapp. Weil ich wieder unvorsichtig geworden bin. Ich hab's gesagt. Es ist nicht gut, unvorsichtig zu werden. Okay, den lassen wir jetzt ein bisschen... Den lassen wir mal ein bisschen laufen. So. So. Ach Gott, Anja ist wieder da. Ich soll irgendwas testen? Moment. Ich muss mal hier den Chat einschalten. Ich bin nämlich selbst hier. Also. Wo waren wir denn? So, so ein hübscher. Ja. Ah, sehr sie. Und genau dieses Monster, diese Monster sind der Grund, wieso immer mehr Roboter in Lagerhäuser eingesetzt werden. Nur damit ihr es wisst. Naja. Weiß ich nicht. Weißt du, es ist wahrscheinlich einfach nur der Onkel Erwin. Der humpelt halt ein bisschen. Und manchmal hat er halt keine Klamotte an. Manchmal rennt er rennt halt gern nackig rum. Ist jetzt kein schöner Anblick, aber es ist halt der Onkel Erwin. Ist schon in Ordnung. So. Okay, los geht's. Ja. Solange der Eingangsbereich sicher ist, ist mir das eigentlich egal, was der da für... Der ist der Hempelpi hier da für Simadende macht. So. Na, willst du nicht? Ach so, ist schon. Ja, ich bin gerade ein bisschen perplex. So, zack. Und so. Und so. So, noch einmal. Und dann hätten wir's. Was gibt das wieder? $62. E204. Also diesmal scanne ich es aber. Das war gerade tierisches Glück, dass ich mich dran erinnern konnte und dass es ein einfaches Zeichen war. Okay, das ist hier eine schwarze Rakete. Also einfach nur links und rechts 2. Nicht wahr? Aber ich weiß nicht mehr wohin. E24. Schon wieder E24, okay. E24. Geh mal wieder hinten rum, oder? Diesmal scheint er nicht hier zu sein.
Da ist er schon. Ah, der kommt jetzt hierher. Dann gehen wir außen rum. Kann er ruhig da ein bisschen rumfriemeln, ist mir gerade egal. Wir gehen dann einfach so rum. Wir müssen nur vorsichtig sein, also jetzt nicht so wie eigentlich jetzt gerade. Wir müssen nur vorsichtig sein. Oder vorsichtiger, sagen wir es mal so. Als ob, ihr Leute. So, wo ist er denn jetzt halt eigentlich hin? Ja, da hinten. Gibt es hier eigentlich nicht auch einen Durchgang? Alter, kann ich mich hier irgendwo verstecken? Ja, kann ich. Gut, dann werde ich das jetzt tun. Da ist er. Der schlappt jetzt da rein, werde ich mit ihr. So, ich habe übrigens schon wieder vergessen. E2, also die 4 am Schluss. Und ich weiß noch, wie das Zeichen aussieht, aber ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Ich glaube, es war E2. E2, 4. Was, komm, geh weiter. Jawohl. Wenn du das sagst, wird es wohl so sein. Und jetzt geht er nach links, pass auf. Ah, siehst du? Oh, geht nach rechts. Doch keine Angst hier. Oh, fuck. E204, ich bin sogar genau richtig. Kann ich das schon nehmen, das Zeug? Ja, oder? Ach komm, doch. Zack. Komm her, eins für mich. Ich nehme immer 2 mit, wenn möglich. Weil... Ja, okay, dann nehme ich halt nicht 2 mit. Habe ich mich gerade entschieden. Aber ich doch nicht. Wo ist er denn? Da hinten. Der hat halt auch noch so Bandagen um den Kopf oder so. Warum? Warum hatten der das? So, jetzt pass auf. Mal den Chat wieder ausmachen. Sag mal, ich habe mir doch... Habe ich mir hier keinen Short irgendwie draufgelegt? Doch, hab ich. Habe ich mir hier erst rein Short auf den... Au, 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 ich hab nichts gemacht. Nein, 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 nein. Ich guck dich auch nicht an. Nein, ich guck dich nicht an. Das ist wie bei Blair Witch Project. Eigentlich ist es bei Blair Witch Project so, dass die in der Ecke stehen und nicht gucken, dass die als nächstes dran sind. Ja, danke. Ich glaube, der treibt sich jetzt da unten rum, weißt du? Ah, nee. Geht er raus? So, gucke. Dann gehe ich halt da hinten rum, wenn das darum nicht passt. Da sieht er mich nicht so. Er müsste jetzt außerhalb des Zauns sein. Also eigentlich dürfte er... Hoppala, hoppala, aua. Mich nicht erreichen. Da kommt er nicht durch. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ne, der ist schon wieder drin. Ja, dann ist er halt drin. Macht nichts, weil ich bin nämlich draußen. So. Ja, dumm gelaufen, hä? Kann ich ja nichts dafür, wenn du dir die Gurke vom Brot klauen lässt. Wer kennt es nicht? Das gute Gurkenbrot. So. Das dürfte der letzte gewesen sein. Und dann gehen wir pennen.
Und dann gucken wir mal, wie es im nächsten aussieht. Hallo. Zack. Eine Streichele. Ist zwar eine hässliche Katze, eine hässliche nackige Katze, aber kriegst trotzdem eine Streichele. Auch eine hässliche Katze ist noch eine Katze. So. Pensum geschafft. Okay. Wir gehen ins Bett. Sicher ist sicher. Ah. So. Mal noch was trinken auf dem Schreck hier. Junge, ich bin hier schon 4 Stunden fast bei dem Spiel. Das soll doch nur angeblich nur 3 Stunden gehen. Ja. So. $104, ja geil. So macht das Spaß. B2 J14 scannen. Und dann gucken wir mal im Shop. Ich habe jetzt $287. Ich könnte mir vorstellen. Moment, Menge 1, gut. Das fürs HR. Also ich hoffe mal, dass HR Human Resource bedeutet und dass das dann so in unser Wegen die Freiheit ist. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Ja, erstmal hier wieder. So, komm mal her. Was ist das eigentlich für geile Chiptune-Musik hier? So. Also, wir müssen jetzt da runter. Und dann in dem B-Bereich. In dem Zweierbereich. Da ist er schon. Ja, komm, der watschelt da hoch. Es ist gut. Gehen wir mal schön da außen rum. So, guck. Müssen wir ganz da runter. Ich hoffe auch, dass es da irgendwie auch so ein Dingens gibt. Ich brauche eine Taschenlampe. Ei, das ist nicht gut. Ah. Ich könnte auch einfach nur nach vorne gucken. J104. Ich brauche eine Taschenlampe. Okay, ich bin relativ... Also beim Laufen mache ich hier halt richtig laute Geräusche. Was steht da? Human Resources, okay, HR. J104. F1. E1, G1. Da drüben ist er. Der neue. Der Wassertreter. Bleib mal besser hier. Ich brauche eine Taschenlampe. Was ist denn du für einer jetzt? Siehst ja noch dümmer aus. Hast du Dreadlocks oder was? G-H-I-J. Ne, ich komme hier nicht raus. Da drüben muss ich hin.
soll ich denn da hinkommen? Ah, so ungefähr. Moment. Vielleicht kann ich wieder cheaten. Nee. Wo ist er denn, der Wassertreter? Da drüben. Ich komme hier nicht raus. Hä? Hä? Ja, aber das Ding... Das da ist doch dann J1. Wie soll ich denn da hinkommen? Wenn ich da jetzt nicht rauskomme. Aber ich sehe hier wirklich fast null. Das ist Wahnsinn. Ah, okay. So, jetzt muss ich dann da hochgehen, aber... Ach, J04! J01. J04. Mal gucken, ob ich da unten irgendwie rüberkomme. Ja. Da. Hier bin ich richtig. Ja, ein paar Arme. Kommt der her, der Wassertreter da. Ach Mann, ich komme nicht dran. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Hat der jetzt lange Ärmel oder was? Guck mal. Geh mal ein bisschen ins Licht, Alter. Ein Gipsarm. Der arme Kerl. Geht ihm nicht gut. Sorry. Ich konnte mir halt das scheiß Dingens nicht merken. Und Tee. Yes, jetzt bin ich erschrocken, ey. Und jetzt mach hin. Der erste Tag. Das ist aber kacke hier. Gibt's irgendwie was, um den abzulenken oder irgendwie sowas? Was soll ich denn das schaffen? Ja, okay, da. So, aber wie bin ich denn hierher gekommen? Wie finde ich wieder zurück? Sagen wir es mal so. Da ist ein Ausgang, sagt er mir. Ja, aber da geht es immer weiter runter. Ich bin doch von da oben gekommen, oder? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich voll verfranst. Ich glaube, dass ich da hinten hin muss, oder? Der hängt fest an der Ecke. Ja. Okay, also hier ist halt dunkel, ne? Der arme Kerl hat einen Gipsarm. Ist gar nicht schön. Ein Gipsarm und ein Hinkebein. Ich gehe jetzt einfach mal weiter geradeaus. Ich muss den deutlich besser im Auge behalten. Weil ich den sonst aus den Augen verliere. G2, G1. Ich schätze mal da drüben muss ich hin, oder? Ich habe keine Ahnung. Scheiße. Das war falsch. Oh,
Da ist ein Ausgang. Okay, dann ist das... Also hier bin ich ja irgendwo unten drunter. Der kann mich hier nicht fangen, hoffe ich doch. Also sind die Ausgangsschilder doch richtig. Also die zeigen dir doch wirklich den Ausgang. So. So, jetzt aber Vorsicht. Das wäre jetzt fatal. Wenn der da oben runterkommt, habe ich aber richtig ein Problem. Komm, erstmal da drunter gehen und Lage checken. Ist der? Da hinten höre ich es, aber ich sehe ihn halt nirgends. Ach, da! Na, ich bleib besser hier. Sicher ist sicher. Ist das nicht der Kettenclemens? Doch. Ich wollte gerade sagen, ich habe die Kette gar nicht. Guck mal, der hat auch einen Gipsarm. Ja, war nicht gut hier. Hier gibt's nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter, danke. Kettenclemens. Ich muss hier... Da hinten hin? So. Okay. Ist da vorbei? Da drunter natürlich. Da auch drunter. Und jetzt hat da rein. So, dann haben wir mal $100 verdient. Aber schwierig, sag ich euch. So. Ich habe gerade den Arm fallen lassen. Macht nichts, ich habe ja noch einen in Reserve. Siehst du? Zack. Wo schickt man das eigentlich hin? Nach Rotenburg oder was? Nee. So. Etikett drauf. Und gib ihm. So, wir sind jetzt bei... $104 haben wir erst. Von 285. Ja, es geht mir halt darum, ich will ja 800 kriegen. Also ja, 287. Boah, ey. $104. Das heißt, ich müsste noch 2... Komm, die 2 mache ich noch, aber dann ist auch wieder gut. Oder? Mal gucken, was das nächste so bringt. $104. Okay. So, passt auf. Es reicht mir jetzt. Ich habe Hunger. Ich habe ja selber ein Loch im Bauch. Ist ja Wahnsinn. Ich habe Hunger. Ich will hier raus. Und vor allen Dingen, ich will was Schönes spielen. Nee, das Spiel ist... Wie gesagt, ich habe es mir halt damit eigentlich kaputt gemacht, dass ich die Katzenlaune ausgeschaltet habe.
man hätte halt wirklich, anstatt hinzugehen, ich habe jetzt die ganze Zeit einfach nur Sportschuhe gekauft. Das ist das Einzige quasi, was ich gekauft habe. Und ansonsten Schlüsselkarten und ja, ein Rucksack. Und der Scanner, eigentlich ist der Scanner schon fast unnötig. Den Rucksack halt einfach nur, dass ich das Zeug in der Hand behalten muss. Ich gehe davon aus, dass wenn es weitergeht, dass man dann 2 oder 3 Sachen machen muss. Steht ja da unten auch Menge, weißt du? Aber, ja, reicht mir jetzt auch. Ich muss hier jetzt nicht das Ende sehen. So geil ist das Spiel dann doch nicht. Da hat mir, Make a Good Choice, oder wie das hieß. Ja, wie hieß es? Make Good Choices. Deutlich besser gefallen. Das war so herrlich dumm. Achso, ihr wisst gar nicht, wovon ich rede. Ja, da müsst ihr abwarten. Ich glaube, am 19. oder so geht Make Good Choices die erste Folge. Und das ist deutlich kurzweiliger. Da kann man auch nicht bescheißen. Ne, ich hab's mir natürlich selbst jetzt kaputt gemacht, das Spiel, indem ich halt... Ich habe eine Idee. Also wenn schon kaputt machen, dann aber mal so richtig, oder? Monster deaktivieren. Zack, anwenden. Also normalerweise hätte ich jetzt halt hier Schluss gemacht. Aber machen wir jetzt noch, oder? Halt ohne Monster. Ich renne da jetzt einfach durch, pack das Zeug ein. Schreckmomente sind noch da, aber keine Monster mehr. Gut, dann seht ihr eventuell den Abspann. L1. Dann seht ihr eventuell den Abspann, aber halt keine Monster. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie das mit den Monstern funktioniert. Ja, genau, das Geknalle ist immer noch da. Denn das sind die Schreckmomente. Die könnte man auch noch ausschalten. Ja, aber dann ist das Spiel ja vollkommen sinnlos. Sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber ist halt so. Warum sollte man denn... Dann läufst du einfach nur durch leere Lagerhallen und tust Sachen verpacken. Okay. Kann man machen. L1, gell? So. Dann gucken wir mal. So, dann hauen wir das dann noch schnell durch. Wo bin ich hier? A2, das ist falsch. Da muss ich hin. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. L1, 2. Was haben wir denn hier Feines? Keine Ahnung, aber ich muss die Tür aufmachen. Schade. So. Das war falsch, ne? Scheiße. Ja, ich war nah dran, Mann. Ne, so war's, oder? Hab ich schon wieder vergessen? Ja, ja, klopf du Nummer. Ernsthaft jetzt? Ich hab's doch eben nachgeguckt. Das hatte ich doch eben. Ja. Keiner da und ich bin blöd. Was ist denn das? Keine Ahnung. Aber ich nehm's mit. Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Junge. Dass da wirklich fiese Schreckmomente kommen. Okay. Lustigerweise ein richtiger Schreckmoment und ich erschrecke nicht. Also ich zucke nur ein bisschen zusammen. So, ich schätze mal zum Roten. Da hinten ist ein Pfeil. Ich habe schon wieder keine Ahnung, wo ich da hin muss. Das sieht doch gut aus, oder? Ah, guck mal. Hab noch leider keine Karte für Human Resource. War hier. So, jetzt habe ich mich natürlich wieder verlaufen. Könnt ihr nicht mal ein bisschen mehr Schilder hier irgendwie hinmachen? Ich bin in dem Zweierabteil, okay. Da hinten ist rot. Aber da komme ich doch gerade her. Das ist doch das Human Resource Dingens, oder? Nee.
Moment. Ach komm. Junge, ich hab Hunger. Stör mich nicht. Ah, okay. Jetzt bin ich wenigstens wieder im G1. Oder will ich da eigentlich hin? Nee. Ah! Ach Mann, ey. Echt jetzt. So. Dann machen wir jetzt einfach 8 Trips. Einfach so, ohne Monster, ohne alles. Einfach nur, damit wir 800 Geld kriegen. Kaufen uns die nächste Karte und gucken dann, was hinter Human Resources ist. Ich tippe auf mehr Arme und mehr Beine. Meinst du, ob es überhaupt ein Ende gibt? Weiß ja nicht. Ich meine, was wird am Ende sein? You win oder so. Ich erwarte da jetzt nicht die Mega-Story-Auflösung oder so. So, naja. So. So, nein! Wollt ihr mal sehen, wie ich mit Maus und Tastatur spiele? Das ist der Horror. Das ist der richtige Horror, wenn ich mit Maus und Tastatur spielen muss. B104. 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 Wir gehen einfach. Jetzt kein Bock hin und her zu laufen. Wir laufen da direkt darüber. Du kannst da einfach geradeaus quasi durch. B104. Ja, geht's nicht entlang. B104. B104. Die Einser waren rechts, oder? Ja. So, B1. Aber da unten dann. B104. Da. Okay. Nee, nicht okay. Unten rechts eine komische 1 mit dem Zipfel dran. So, eine komische 1 mit dem Zipfel dran. So. Junge, hab ich seltsame... Was ist denn das da? Clopidogrel. Ja, wenn ihr das sagt, wird das wohl so sein. So. Clopidogrel. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sowieso keine Ahnung von Medikamentengedöns, sowas. Also bei mir jetzt halt bei Ibuprofen oder wie das heißt auf. Dann nimmst du gegen Kopfweh. Oder gegen Fieber. Oder gegen Zahnschmerzen. Oder gegen Fußtutweh. Oder gegen Kreuzschmerzen. Also eigentlich nimmst du das gegen Schmerzen. So, ist ein Schmerzmittel. Geht gegen alles. Wahrscheinlich auch gegen Herzschmerz. Und alles, was darüber hinausgeht, habe ich keine Ahnung. Von dem ganzen Medizinzeugs. Und das muss dann alles meine Freundin für mich machen irgendwie. Ja, nee, du musst das nehmen. Da ist der Wirkstoff Flapdiwap drin oder sowas. Der hilft, um die Haut zu erneuern. Und deshalb heißt das Medikament Flapdidi, weil da Flapdiwap drin ist oder irgendwie sowas. Ich habe da keine Ahnung. Ist mir egal. Ich weiß nicht mal, ob das stimmt, was es sagt. Ich glaube sie halt einfach. Ich glaube es ihr halt einfach und hoffe, dass sie mich nicht veräppelt. So. G1.
Weiter geht's da runter. Oh, das ist jetzt irgendwie cool. Das macht mir jetzt wieder richtig Spaß. Weil das ist jetzt einfach nur Walking Sim. Stupide Walking Sim. Muss halt den Weg immer wieder gehen. Aber hier, Walking Sim. Geil. Hab ich Bock drauf. Ich hätte nicht gleich so spielen sollen. Ohne Quatsch jetzt. Monster ausschalten. Da hättest du auch die Katze lassen können. Damit du wenigstens... Ich könnte ja die Katze wieder einschalten. Damit du wenigstens ein bisschen Anspruch hast. Einfach die Monster ausschalten. Aber du musst halt den Weg halt schnell finden. Das ist eigentlich eine coole Idee. Ich glaube, das mache ich nachher. Aber erst, wenn ich die 800 zusammen habe. Weil doof wie ich bin, verlaufe ich mich. So, was war's? G1, 1. Naja. So. 2 oben und dann in der Ecke jeweils unten. So. Schwupp. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Könnten wir schon den Tag beenden? Will ich den Tag vielleicht beenden? Vielleicht hat ja der nächste Tag, vielleicht bringt der ja mehr Geld. Könnte ja sein. Halt, hier geht's nicht durch. Habe ich schon probiert. Ah, da ist doch verklemmt. Verdingst. So, hey, es geht deutlich schneller, wenn man das so macht, wie wenn man da außen rum geht. Ja, es geht auch deutlich schneller, wenn man keine Monster dabei hat. Ist ganz klar. Bücken muss ich mich. So. Ich hoffe halt wirklich, dass man das Spiel halt auch so durchspielen kann. Also ich meine jetzt nicht mit ohne Monster sowas, also das hoffe ich auch. Also zumindest durchspielen und dann steht da halt hier, nächstes Mal bitte mit Monster, du kriegst jetzt nur das halbe Ende. Habe ich kein Problem damit, ist klar. Wenn du nicht richtig spielst, kriegst du kein richtiges Ende. Aber wenn sie halt hingehen und sagen, ja, du musst dir alle Items kaufen, sonst zählt das nicht. Das wäre ja richtig doof, weißt du? Weil wenn du halt nur Sportschuhe kaufst, das reicht doch. Mehr brauchst du doch gar nicht. So, Pensum geschafft 400. Und ich habe noch 287. Und haben tue ich 414. Ja, komm, machen wir noch 2. Machen wir noch 2 Touren, dann habe ich 800 und dann geht's rund. Der Bob ist dann in den Mund. Oder in der Hund. F1. Ja, wahrscheinlich muss man dann im nächsten Tag müssen wir dann immer in die Zweierabteilungen gehen. So, was war das? F1-1, glaube ich. Ja. Und wie sah das aus? Ein komischer Pfeil, der in der Mitte anfängt und unten rechts. Wie gesagt, man könnte halt auch hingehen. Ja. Man könnte halt auch hingehen und könnte sagen 2, 3, 5, 9. Aber ich habe riesige Probleme, mir Zahlen zu merken. Ich habe das ja vorhin deutlich bewiesen, dass das gar nichts bringt bei mir. Und dann noch Buchstaben dazu, kannst du vergessen. So, was muss ich machen? F, ja, so will dann zu dem Thema. F1 war es, glaube ich, oder? Ist das hier nicht? So, jetzt pass auf. Ein komischer Pfeil mit einem Ding unten. Nee, ich glaube, der Pfeil war andersrum, gell? Siehste? Okay, also jetzt sammle ich hier lauter Medikamente und so Zeugs ein. Wo bin ich denn? Ah, da muss ich raus. Jetzt sammle ich lauter Medikamente und so Zeugs ein. Interessant. Wisst ihr was? Pass auf. Ich hoffe jetzt nicht, dass das dumm ist. Na, das mache ich besser nicht. Ich wollte gerade die Katze anschalten, aber nicht, dass ich jetzt mittendrin Katze anschalte und dann so, okay, der Tag beginnt von Neuem. Mit Krönung Light. So viel Aroma. Nur halb so viel an Koffein. Der tut mir gut. Ich bin, hallo, aktiv den ganzen Tag. Krönung Light. Leider werde ich werde ich nicht gesponsert von Krönung Light. Gibt es Krönung Light überhaupt noch? Krönung Light, das war die Werbung mit der Frau mit dem türkisen BH. Warum kann ich mir das merken? Ja, weil ich, keine Ahnung, 11 war oder so.
Die Krönung Light-Werbung und die Letter-Werbung. Ich kann euch sagen, da ging's rund. Also da ging's nicht rund, aber die hast du halt gern geguckt als heranwachsender Jugendlicher. Jetzt werdet ihr sagen, die Letter-Werbung? Weil's Letter schmeckt? Ja, genau die. Bin mir ziemlich sicher, dass es die so nicht auf YouTube gibt. Denn da waren entblößte Brüste von Frauen zu sehen. In der normalen Werbung, in der Margarine-Werbung. In der Margarine-Werbung gab es Brüstchen zu sehen. Ach, war das schön. Siehste, da musstest du gar nicht sexy Spotclips gucken oder so. Die gab's da nicht. Damals gab's noch der erotische Film auf Vox. Mittwochs ab 22 Uhr. Ich weiß nicht, warum ich das noch weiß. Den gab es. Aber wenn du halt morgens Schule hattest, war das doof. Aber stattdessen konntest du ja auch einfach die Letter-Werbung gucken. Du hast halt nicht gewusst, wann die kommt. So. K1, die Reportage. Los geht's. Ich bin schon müde. Ich glaube, ich tue mal ein bisschen Curry. Hör mal, Jesse. Hast du eigentlich die Waschmaschine angeschaltet? Ah, gut. Ich habe gerade eben gedacht, Mann, ich habe doch meine Klamotten da rein, die sollen doch morgen sauber sein. Aber ich habe vergessen, die Waschmaschine anzuschalten. Aber ich habe auch vergessen, ob ich meiner Freundin gesagt habe, sie soll die Waschmaschine anschalten. Ja, ich habe es wohl gesagt. Weil so eine blöde Waschmaschine, ich verstehe das gar nicht, warum. Warum braucht denn die Waschmaschine, so wie ich sie nutze, warum braucht denn die 2 Stunden irgendwie 30 Minuten oder so? Was ist denn das für eine Kacke? Warum braucht die Waschmaschine so lange? Warum? Wird doch nur nass gemacht, wird ein paar Mal gedreht und dann ist gut. Also, hä? Weißt du, ich brauche ja auch nicht, wenn ich mich dusche, 3 Stunden zum Duschen oder so. Nö, ich mach Wasser drauf, ich mach Seife drauf und gut ist. Und danach mache ich Seife wieder ab. Bäm, fertig. So einfach ist das. Warum macht das die Waschmaschine nicht auch? Soll ich mal den Leuten erklären, wie man wäscht oder wie? Ich meine, bringt ja nix. Was ist denn das hier? Ist das irgendwie so eine Pinkelschale oder was? Ne, das ist so ein Ding, wo man so Besteck, Operationsbesteck drauf macht, ist das, glaube ich. So, wo war ich denn? Ich war am Lästern. Stimmt, jetzt fällt mir's wieder ein. Ich war am Lästern über Waschmaschinen. Die brauchen so lange. Ja, also, ich meine, es bringt ja nichts, wenn du das einweichst, oder? Also, ja, natürlich muss die ganzen Klamotten müssen nass werden. So, sag mal einfach mal so, Klamotten nass machen, halt, da geht's nicht durch. Klamotten nass machen, lass es mal 5 Minuten sein, damit du auch sicher bist, dass alle schön nass sind. Klamotten nass machen, 5 Minuten, alles klar. Waschmittelgedönse noch dazu, lass mal 1 Minute, damit das dann danach, eigentlich könnte man das Waschmittel gleich dazu machen, während es nass macht, und zieht das auch gleich gut ein. So, gut, 5 Minuten, ja, dann tut man es ein bisschen so rumdrehen und ein bisschen so rumdrehen, dass das gut durcheinander gemischt wird. Lass mal irgendwie 5 Minuten links rum, 5 Minuten rechts rum oder so. Bist du bei 15 Minuten und dann 10 Minuten schleudern. 10 Minuten fürs Schleudern finde ich eine gute Zeit. 10 Minuten schleudern und dann ist das fertig. Und dann bist du bei 25 Minuten. Bam, fertig. Wo ist das Problem? Warum geht das nicht? Warum tut meine Waschmaschine 2,5 Stunden waschen? Und ich habe da die Zeit schon runtergesetzt. Wenn ich auf 60 Grad waschen würde, würde sie, glaube ich, 2 Stunden 40 Minuten oder sowas waschen. Das kann doch echt nicht sein. So, 620. Und 200 reicht mir. Mach Platz. So. Ja, irgendwann reicht der Zettel nicht mehr so gut, wie ich war. Naja, so viel habe ich nicht. Ich glaube, ich habe nur 6 oder sowas. Ja. Tag 8. Ich habe 355 Geld. Was? Wieso habe ich nur 355 Geld? Stimmt doch gar nicht. Guck hier. Shop. So, also, jetzt holen wir uns die Karte für HR. Für Human Resource. Resources. So, zack. Was steht da drauf?
Human Resources Certification. Who cares? Buy me a toy, damn it. Nee, du hast hier ein Mäuschen gekriegt. Da, guck, Mäuschen ist lecker. Alles klar. Zeig ich mal kurz her. B2 E4. B2 E4. Das? Also ernsthaft, jetzt was ist denn das? Ja, egal, wir wollen ja nur die Human Resources Tür finden. Die ist rot. So, und die müsste, wenn wir dann im Wasser sind, genau gegenüber sein. Von da, wo wir reinkommen. Ja. So. Und so. Ja, ja. Was ist eigentlich mein Pensum heute? So, guck, genau da gegenüber ist die Human Resources Tür. So. Und dann darüber oder so. Geht das? Nee. Halt. Bin ich da irgendwie so außen rum oder so? Ja, da, guck. So, jetzt hat er da. Ja, meine Human Resources. Oder ist das einfach nur noch ein Ding? Aber warum sollte man denn bei Human Resources, warum sollten da ein Lager sein? Human Resources ist doch Mitarbeiterverwaltungsgedönse. Aha. Ja, okay. Sowas in der Richtung habe ich mir schon so halb gedacht. Da liegt ein Gehirn, eine Knochensäge und ein Mann mit Buchsen. Plansche 3. Wer planscht denn da? Okay. Guck mal hier, die hat Zwillinge. Voll die Kinderüberraschung hier. Okay. Ist aber gut, dass die alle in Unterhosen da liegen. Da muss ich hier nichts zensieren. Als ob ich was zensieren könnte bei einem Live-Dingens. Was steht denn hier? Ah, der Code für den laufenden Monat 0320. Wenn ich dich scanne. 0320. Was steht da? Human, the perfect human. Dr. Check Face Off. Na, also da habe ich schon mal einen perfekteren Menschen gesehen. So. 0320 oder so. Och nö. Das ist jetzt ein Witz, da muss ich jetzt nicht irgendwie was aufmachen, oder? Nee, ich hoffe jetzt nicht, dass das noch weitergeht. Ich gehe da einfach die Tür raus. Ich habe es schon gefunden. 0320 war es, glaube ich. Gibt es da hinten aber noch irgendwas? Nee. Gut. So. 0320. Auf ins kühle Nass. Kann ich auch daneben raus? Ja, kann ich. Hoppala. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Ach, hat gerade einen Abfluss gezogen oder was? Oh, da muss ich, glaube ich, hin. Nee. Natürlich doch, da bin ich richtig. 03. Hoppala, sorry. 0320. 0320 ist die Telenummer vom Nacktmull. The more you know. So. Okay. Ja, also wer hätte gedacht, dass der Witz an dem Spiel ist, dass dieses Lagerhaus angeschlossen ist an eine Leichenhalle, wo Leichenteile verschickt werden. Wahnsinn. Ja, ich lässt da jetzt hier rum. Wahrscheinlich wäre das, weißt du, wenn es halt brenzlig ist.
wenn es halt brenzlig ist und ein Monster hast du im Nacken und du musst aufpassen und dann mag das richtig schlimm sein. Aber wir haben ja alle Monster ausgeschaltet, ist ja alles in Ordnung. 0320. Du hast es 8 Tage lang in der Lagerhalle ausgehalten. Der Weg nach draußen ist frei, aber so manches aus der Lagerhalle wird dich auch weiterhin verfolgen. Die vergangenen Tage werden dich bestimmt, habe ich nicht gelesen, geht zu schnell. Okay, ja, haben wir durchgespielt. Ich habe übrigens 2 Achievements gekriegt, 2 richtig lustige Achievements, weil ich ja vorhin Angst hatte, dass man so viel Sachen kaufen muss oder so. Ich habe ein Achievement gekriegt, Spiel durchgespielt, ohne Taschenlampe zu kaufen. Und ich habe ein Spiel Achievement gekriegt, was ich im richtigen Leben garantiert nicht kriegen würde. Und zwar, kauf weniger als ein Spielzeug für die Katze. Oder kauf ein Spielzeug oder weniger. Nee, warte mal. Weniger als 3, so hieß es irgendwie. Ja, ich habe ja nur Maus gekauft. Okay. Catlol. Okay, danke. So. Durchgespielt. Ja, also mit der Katze verschwinden, Hauptmenü, nur noch ein Paket. Weiterspielen, zufällige Lagerorte. Nee, ich will mit der Katze verschwinden. So. Entkomme aus dem Lager. Ja, danke. Genau. So. Danke für jeden guten Morgen. Danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich all meine Sorgen in dich prügeln mag. Hat gereicht, um meine Freundin zum Kichern zu bringen, also war das ein recht guter Witz, finde ich. So, gibt's da auch noch Hüte? Ja, Wahnsinn. Ach, ist das hübsch. Ja, komm, lass gut sein. Alles klar. Somit hätten wir dieses wunderschöne Spiel beendet. Ja, also nochmal ganz am Schluss. Anja, falls du das irgendwann nachträglich noch hörst, ich glaube, du liegst schon lange im Bett oder so, ist kein Spiel für mich. Ja, hast ja selbst gemerkt, ne? Wenn das Katzending an ist, dann hast du immer die Hetze und dann wird's schnell frustig, wenn du nicht dauernd Katzenspielzeug kaufst oder so. Und wenn du es ausmachst, ist es einfach nur noch ein Geduldsspiel. Da war es eigentlich ohne Monster noch viel lustiger, weil da konntest du einfach durchrennen. So, ja, danke. So. Ja, Spiel Make Good Choices, das ist geiler. Ist halt kein Horror, aber es ist lustiger, weil man mehr stirbt. Danke, tschüss. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendwie ein Fade-Out hinkriege. Ungefähr so. Hey, es funktioniert, aber meine Stimme fadet nicht aus. Das habe ich noch nicht hingekriegt. Ist aber nicht schlimm.